Hallo und herzlich willkommen zum Einfach Alles Podcast. Mein Name ist Melina und heute habe ich Jens Heuchemer zu Gast. Er ist internationaler Keynote-Speaker, Bestsellerautor und Mentor für Businessaufbau und mentale Stärke. Und letzteres, also mentale Stärke, hat mich quasi auf sein Buch gebracht. Und dann habe ich wiederum gedacht, Mensch, das ist eine interessante Sichtweise. So habe ich das eigentlich selten gehört oder auch selber gesehen und dachte mir, ein perfekter Podcast-Gast. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Jens. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, hier dabei zu sein. Ich meine, bei so einem vielfältigen Podcast, es ist ja, ne, also mentale Stärke ist natürlich ein ideales Thema, aber auch vielen lieben Dank, dass du mir die Einladung geschickt hast. Und ja, ich freue mich mega drauf. Ich mich auch. Und ich habe ganz, ganz viele fleißige Zitate notiert aus deinem Buch und möchte direkt mit dem allerersten starten, was sich auch ganz am Anfang deines Buches befindet, nämlich mentale Stärke bedeutet die Kontrolle deiner Realität. Das klingt total simpel, aber wenn es so simpel wäre, dann gäbe es ja nur starke Menschen. Also warum sind wir nicht alle mental stark? Mhm. Der, also um das Zitat aufzugreifen, so direkt, es ist ja, wenn du mental stark bist, bedeutet das, du kontrollierst deine Gedanken. Wenn du deine Gedanken kontrollierst, kontrollierst du deine Emotionen. Und wenn du deine Emotionen kontrollierst, dann kontrollierst du ja quasi, wie du die Welt auch wahrnimmst, wie du die Welt fühlst und empfindest, wie die Welt dann, oder wie du auf die Welt dann quasi emotional reagierst, was ja letztendlich dein Ausdruck ist deiner Realität. Das bedeutet, wenn du mental stark bist und deine Gedanken letztendlich im Ursprung kontrollierst, kontrollierst du somit deine Realität. Und ja, es ist super simpel. Es ist wirklich enorm einfach. Der Grund, warum die meisten es nicht schaffen, ist, weil sie nicht das Training da reingeben. Weil wir können uns das so vorstellen. Wenn du, keine Ahnung, nimm einfach das Alter, wie alt du bist. Ja, und du sagst dann einfach, ja, okay, die letzten, ich sage jetzt zum Beispiel 35 Jahre, habe ich mich darin trainiert, meine Gedanken einfach so laufen zu lassen, einfach so schweifen zu lassen, sehr reaktiv auf mein Umfeld zu werden, direkt in irgendwelche unbewussten Verhaltens- und Denkmuster reinzugehen, schnappig zu reagieren, aus dem Ego heraus zu reagieren. Ich habe das ja nicht einfach nur so gemacht, sondern ich habe es im Grunde, das, was wir immer und immer und immer wieder machen, trainieren wir. Und somit kannst du sagen, ja, okay, du hast 35 Jahre lang trainiert, nicht dich deines Verstandes wirklich akkurat zu benutzen, wie wir ihn benutzen könnten. Aber das bedeutet nicht, dass es dann schwierig ist, es zu erlernen. Es erfordert einfach nur die Wiederholung. Das ist genauso wie, wenn du einen Ball werfen willst. Hier so, ich weiß nicht, ob du früher von der Schule so Schlagball werfen, so ein Ja. 200 Gramm oder sowas, oder 400 Gramm für die Jungs oftmals, ne? Wenn du nicht werfen kannst, naja, dann liegt es einfach nur daran, weil du die Bewegung nicht richtig trainiert hast, weil du es einfach nicht oft genug gemacht hast. Wenn du das dann, keine Ahnung, 50 oder 100 Mal machst, dann hast du die Bewegung voll drin. Auf einmal kannst du 30 Meter weiter werfen. Ne, es bedeutet, es ist nicht schwierig, bedeutet nur, es braucht Wiederholung, damit wir es lernen. Es würde aber auch bedeuten, dass es nicht angeboren ist, oder? Mentale Stärke meinst du jetzt? Mhm, ja. Im Grunde genommen, genau. Weil es ist ja, unser Gehirn ist ja einzig und allein dafür da, uns am Leben zu halten. Ne? Und wir könnten, das ist eine sehr provokante Aussage jetzt, aber wir können sagen, die Gesellschaft ist nicht daraus ausgelegt oder darauf ausgelegt, wirklich leistungsfähige Menschen hervorzubringen, sondern einfach nur Menschen zum Überleben zu bringen. Also die meisten Menschen, die laufen ja so durch ihr Leben und also das klingt jetzt voll hart, aber die gehen ja nicht irgendwie und sagen so, ich werde etwas exceptional, was heißt auf Deutsch, irgendwas enorm Großes machen, sondern die sagen so, ja, ich lebe halt so mein Leben so vor mich hin und darauf ist die Gesellschaft ja aufgebaut. Das bedeutet, du wirst überhaupt nicht gefordert, das zu erlernen. Und von Natur aus brauchst, also wenn wir jetzt um unser Überleben die ganzen Tag rumlaufen müssten irgendwie Essen sammeln und uns einen Schutz bauen und gegen Tiere verteidigen und sowas, naja, dann würden wir auch eine ganz andere Art und Weise haben, wie wir mit unserem Verstand umgehen. Aber das wurde einfach durch die Industrialisierung und durch all die Entwicklung, die wir als Menschen gemacht haben, was ja gut ist, aber das wird ja gar nicht mehr gefordert. Die Sache ist, wir müssen, wenn wir über mentale Stärke reden, wir müssen aufhören, unserem Gehirn oder unserem Wesen irgendwelche Dinge in den Schoß zu legen, wo wir sagen, ja, das ist normal so.
Weil unser Gehirn ist einfach nur die logische Konsequenz aus dem, was wir immer wieder in es hineingeben. Und es ist vollkommen egal, was es ist. Es ist absolut egal, was es ist. Das bedeutet, das, was du oft wiederholst, ist deine Realität. Ne, es gibt ja diesen Satz, Wiederholung schafft Realität. Und das ist einzig und allein der Fakt, das ist ja einer der Kernsätze aus dem Buch. Nur weil du etwas denkst und fühlst, bedeutet es nicht, dass es wahr ist. Es bedeutet nur, dass du etwas denkst und etwas fühlst, nicht mehr und nicht weniger. Ja, weil wir denken, fühlen als Ergebnis davon, aber mehr sagt es nicht aus. Sehr Nichts. spannend, ja. Da werden wir gleich auf jeden Fall noch mal genauer drauf eingehen, aber vielleicht bleiben wir erst mal noch bei der Definition. Was ist überhaupt mentale Stärke? Vielleicht ist das auch sogar für jeden etwas anderes. Was würdest du unter mentaler Stärke verstehen? Mentale Stärke ist ganz simpel, dass du also wenn ich es jetzt so dudenmäßig nehmen würde, also wirklich so ganz systematisch, ist mentale Stärke, dass du dir dass du die Werkzeuge, die du von Natur aus gegeben hast, sprich dein Verstand, jetzt in dem Sinne, dass du ihn lernst, akkurat zu benutzen. Das ist letztendlich mentale Stärke, weil wir müssen immer überlegen, wenn wir kontrollieren, was wir denken, dann kontrollieren wir unterm Strich alles, also unsere gesamte Realität, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir auf Dinge reagieren, wie wir über was denken, wie wir Dinge einschätzen, wie wir in die Zukunft blicken oder wie wir in die Vergangenheit blicken. Alles wird dadurch bestimmt, wie wir denken. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen, es wirkt auf viele so simpel, weil die sind dann so in ihren ganzen Geschichten verworren und sagen so, ja, aber bei mir war das damals so und so und so. Ja, aber das sind alles nur Geschichten. Wenn du lernst, deine Gedanken zu kontrollieren, kontrollierst du alles. Und das ist die logische Konsequenz daraus. Ich finde das total interessant, weil bis ich dein Buch gelesen habe, habe ich immer gedacht, mentale Stärke kommt quasi, also ich habe das sehr emotional gesehen und habe auch das wirklich auf Emotionen quasi runter reduziert, wenn du so willst. Ja, also ich habe Mhm. gedacht, wenn ich es schaffe, irgendwie nicht überzureagieren auf etwas, was passiert, also emotional gesehen, dass dann bin ich emotional oder bin ich mental stark. Aber ich habe Mhm. irgendwie nicht gedacht, dass das ja vor meinen Emotionen ansetzen muss. Also, dass es eigentlich bei meinem Verstand ansetzt. Mhm. Und du sagst gerade so einen wichtigen Punkt, Melina. Gerade auch ich sag mal, in der Szene der Persönlichkeitsentwicklung, es wird so enorm viel Fokus auf die eigenen Emotionen gelegt oder auf die Emotionen gelegt. Aber die Frage ist immer, ist das wirklich so sinnvoll? Ich gebe immer dieses Beispiel. Stell dir vor, du hast gerade eben gesagt, du bist auch bei dir zu Hause gerade, ja? So, stell dir Mhm. vor, du kommst gerade sagen wir mal, vom Einkaufen. Okay? Und du kommst nach Hause, hast deine Einkaufstaschen und du kommst bei dir in den Hausflur rein und denkst dir so, ach du Jemine, überall ist Wasser auf dem Flurboden. Und denkst du, oh Scheiße, was ist jetzt passiert? Spülmaschine ausgelaufen, keine Ahnung was. Läufst gerade schnell in die Küche, da ist alles safe. Und dann gehst du zum Badezimmer und dann siehst du, dass, dass der Wasserhahn über der Badewanne, dass der voll aufgedreht ist und das Wasser läuft in der Badewanne über, ne, weil, keine Ahnung, Abfluss ist verstopft oder whatever, ne, kann man sich das was aussuchen. Was ist das, was du als allererstes machst? Gehst du hin und drehst den Wasserhahn zu oder holst du Handtücher, um den nassen Boden aufzutrocknen? Was ist Und das den allererste, was du machst? Wasserhahn aus. Ganz genau. Aber das, was die meisten machen, ist, sie sagen so, also wir müssen jetzt mit dem Wasser hier am Boden arbeiten. Da müssen wir mal gucken. Ja, was machen wir jetzt mit dem ganzen Wasser? Ja, als allererstes mal zudrehen, damit es nicht weiter befeuert wird. Und das ist so diese logische Herangehensweise und die wir beachten müssen. Emotionen sind nur die Reaktion unserer Gedanken. Die gehen nicht dem voraus. Das bedeutet, wenn wir etwas verändern wollen, macht es so viel Sinn, uns mit der Wirkung von etwas auseinanderzusetzen oder mit der Ursache von etwas auseinanderzusetzen. Und da ist so der normale Menschverstand versteht, ja, okay, nee, ich muss die Ursache verändern, damit ich automatisch eine andere Wirkung habe. Aber das ist halt eben der Punkt, äh, warum viele sich immer, ich benutze jetzt mal die Metapher, warum viele sich immer im Kreis drehen und irgendwie nicht so wirklich vorankommen. Weil sie immer nur auf ihre eigene Reaktion schauen. Wie habe ich da reagiert? Warum habe ich so reagiert? Und so weiter. Anstatt einfach zu gucken, ja, okay, nee, diese Gedanken sind dem zuvor gegangen. Ich habe diese Gedanken gedacht, weil ich irgendwelche Grundeinstellungen habe, weil ich vielleicht immer so denke, in irgendeiner Art und Weise wenn so was oder dieses oder jenes passiert. Oder. Und dann erkennen wir, ja, okay, warte mal.
wenn ich an dem ersten Punkt, wenn ich andere Gedanken denke, wenn ich einen anderen Ansatz in meinen Gedanken finde, dann kommen andere Emotionen als logische Konsequenz daraus. Und das ist das im Grunde jetzt eine sehr, sehr, sehr lange Antwort auf deine allererste Frage. Wenn es so simpel ist, warum macht es dann nicht jeder? Ja, aber es ist genauso simpel, aber es ist einfach untrainiert, weil die meisten so viel Fokus und so viel Energie auf ihre eigenen Emotionen legen, anstatt zu erkennen, hey, warte mal, alles beginnt mit deinem Denken. Mhm. Ja, verstehe ich. Ich muss noch mal auf dieses erste Zitat zurückkommen, weil ganz am Ende verbirgt sich auch ein super interessantes Wort, nämlich Realität. Also der Satz nochmal, mentale Stärke bedeutet die Kontrolle deiner Realität. Genau, Ähm, Realität ist nicht gleich Wahrheit. genau. Ich glaube, auch darüber wäre es gut, wenn du das vielleicht auch nochmal aus deiner Sicht verdeutlichst, was du damit meinst. Nehmen wir direkt mal ein sehr plakatives Beispiel und ein super, super demonstratives Beispiel. Nehmen wir mal zum Beispiel, auch wenn es jetzt ist jetzt kein positives, kein schönes Beispiel, aber es macht es sehr anschaulich. Nehmen wir zum Beispiel einen Krieg, ja, der stattfindet. Die Wahrheit ist, es bekämpfen sich ein oder zwei oder nee, nicht eins, aber zwei oder mehrere Länder. Ja, und es sterben so und so viele Menschen und es werden so und so viele Waffen benutzt und so weiter. Das ist alles die Wahrheit. Das ist eine faktische Wahrheit. Die kannst du nicht wegdiskutieren. Deine Realität ist, ob er gut ist oder das Land gut ist, ob sie das Richtige gemacht haben oder ob sie das Falsche gemacht haben. Bedeutet, Realität ist das, was du in deinem eigenen Kopf als subjektive Interpretation der Wahrheit empfindest. Das ist deine Realität. Ich kann mir, wenn wir beide, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich persönlich, ich liebe Eisbaden. Also so Ich richtig ich habe mich noch nicht getraut. Okay, mach's unbedingt, ist wirklich super toll. Und wir beide können um 2 Grad kaltes Wasser drumherum stehen. Ja, in meiner Realität ist es der Eishimmel, weil ich liebe Eisbaden. Für dich könnte es zum Beispiel die Eishölle sein, weil du sagst so, oh mein Gott, das ist so, welcher normale Mensch geht in so ein Wasser rein? Ja, so, könntest du zum Beispiel sagen, es ist deine Realität und ich habe meine Realität. Die Wahrheit ist, es ist Wasser, das 2 Grad hat. Es sind quasi die Fakten. Alles andere, unsere Realität, ist quasi die Geschichte, die wir uns um diesen Fakt drumherum erzählen. Und das verstehen viele auch nicht. Und viele werfen das alles unter einen Hut und sie gehen immer davon aus, naja, wenn ich etwas denke, wenn ich etwas glaube, dann ist das die absolute Wahrheit. Dann ist das Leben so, dann ist die Welt so und es gibt keine andere Möglichkeit, dass das so ist, anstatt, dass sie sich eingestehen, naja, nee, warte mal. Es besteht eine Möglichkeit, dass ich einfach Quatsch denke, dass es einfach nicht stimmt, faktisch. Sondern dass ich nur in meinem eigenen Kopf mir eine kleine schöne Geschichte, eine kleine schöne Realität zusammengebaut habe und ich will ganz, ganz, ganz dringend, dass diese Realität auch wahr wird. Und deswegen halte ich daran fest und gehe da richtig emotional rein und baue das richtig auf, weil je mehr Emotionen ich da reinpacke, umso mehr habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich wahr ist. Hm. Stößt du da häufig auf Widerstand, wenn du quasi so unter die Leute gehst oder auf du bist ja auch Coach und machst und also ne, hast Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, an ihren, ja, ich nehme auch an ihrer mentalen Stärke. Ist da sofort die Einsicht da oder ist das eher so, was hast du jetzt da gerade gesagt? Moment, was? Hä? Nee, kann ich mich erstmal gar nicht mit anfreunden mit dem Hm. Gedanken. Manchmal kommt noch so ein ganz kleines bisschen, dass mal so ein paar Nachfragen kommen, aber aus irgendeinem Grund, ich habe ein sehr, sehr, sehr starkes Talent da drin, hochkomplexe Zusammenhänge enorm krass herunterzubrechen, dass sie wirklich, ich will schon fast sagen, idiotensicher zu verstehen sind. Also das ist die einzige Art und Weise, wie ich damals das Abitur geschafft habe, weil ich irgendwie, ich bin nicht besonders intelligent, aber ich kann sehr komplexe Dinge ganz simpel herunterbrechen und auf so einen gemeinsamen Nenner bringen, damit alle von dem Standpunkt aus starten können. Und dann habe ich eine Logikkette, da bin ich ebenfalls sehr gut drin, eine Logikkette zu bauen, dass andere das verstehen, damit andere es nachvollziehen können, und das ist, es ist wirklich so, wann war das? Das war im November letzten Jahres, kam eine Dame zu mir, die ist gerade krankgeschrieben gewesen wegen Burnout und Anzeichen von Depression etc. Und ich habe mit ihr, ich glaube, vier Calls hatten wir, ne? Vier Sessions. Und sie hatte schon nach der zweiten Session gesagt,
alles verändert sich gerade. Ich verstehe das nicht. Ihre Familie hat gesagt, weil die ist wirklich durch eine Phase gegangen, wo die gesamte Familie, alle drumherum, alle waren mega besorgt um sie. Auf einmal bekam sie das Feedback, boah, die Blume fängt wieder an zu blühen. Ne? Und ich muss jetzt sagen, ich habe dabei nicht wirklich was gemacht. Ich habe ihr einfach geholfen, dass sie andere Gedanken findet, dass sie ihre eigene Realität umprogrammiert, indem sie neue Gedanken etabliert und trainiert. Ja, es gibt ein Zitat, ich habe leider vergessen, von wem das ist. Irgendwann finde ich es wieder. Es ging in der Art so: Der einzige Dienst, den ein Mensch einem anderen Menschen wahrlich geben kann, ist ihm zu helfen, sein Denken in Frage zu stellen. Ich kann zum Beispiel, ich kann nichts für dich als Coach tun, Melina. Außer, angenommen, du würdest mit einer Herausforderung zu mir kommen, ja. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist, was wirklich einen nachhaltigen Effekt hat, was dafür sorgt, dass dein Leben sich nachhaltig aus dir heraus verändert, ist, wenn ich dir helfe, deine Gedanken in Frage zu stellen, dein bisheriges Denken in Frage zu stellen. Das ist der einzige wahre Dienst, den ich dir geben kann. Weil dadurch erlangst du diese Möglichkeit, oder dadurch öffnet sich für dich die Tür, dass du eine neue Realität für dich erschaffen kannst, durch die Art und Weise, wie du denkst. Mhm. Ja, ist auch ein bisschen dieser psychologische Ansatz mit Sicherheit, ne? Also, in Gesprächstherapie tut der Therapeut ja nichts anderes. Also, er präsentiert einem ja auch nicht die Lösung, sondern versucht mit Fragetechniken das Gegenüber selber zur Lösung zu bringen, ne? Die gut sind. Ja, Ja. die nicht so gut sind, die halten dich 6 Jahre in einer Therapie drin, dass du jeden Monat x Euro bezahlst, und die sagen jedes Mal, erzähl mir mehr über deine Vergangenheit. Und die Leute haben einfach null Fortschritt. Ja, die gibt's natürlich auch. Du bewegst dich ja jetzt in der, wie du es selber im Buch auch nennst, Persönlichkeitsentwicklungsszene. Ja. Mhm. Ich habe da so rausgehört, dass du dich selber vielleicht auch so ein bisschen als, ich sag mal, mir fällt gerade kein besseres Wort dafür ein, außer Outlaw siehst, ja. Also dass du schon, ich sag mal, mit deinem ganzen Ansatz und vielleicht auch mit deiner Art und Weise, wie du es vermittelst, da doch ein bisschen ja, außen vor stehst. Vielleicht es Mhm. anders machst als der Mainstream, ja, wenn man das Mhm. böse Wort da mal verwenden darf. Wie siehst du dich selber? Ähm, also ich sage das nicht, also diese Betitelung oder dieses Standing ist nicht, weil ich irgendwie aus Trotz gegen irgendetwas sein möchte, sondern das, und also ich liebe die Persönlichkeitsentwicklungsszene. Ich habe der einfach nahezu alles zu verdanken, was ich heute habe, ne? Weil ohne diese ganze Szene wäre ich nicht so in die Arbeit mit ihm selbst gegangen und so weiter. Aber das, was die meisten halt eben einfach machen, und da muss ich halt leider sagen, weil das verkauft sich natürlich halt auch sehr, sehr gut, wenn du es vermarktest, ist, wenn wir, wenn wir an unserer Persönlichkeit arbeiten wollen, die meisten gehen einfach immer in die Vergangenheit. Die wollen alles aus der Vergangenheit irgendwie richten und lösen und dann damit arbeiten. Und ja, es gibt ein paar Ansätze, die sind total in Ordnung. Die unterstütze ich, das ist total gut. Aber wir können, und das ist in meinem Buch, erwähne ich das auch an einer Stelle, es gibt eine Studie, wo bewiesen wurde, dass das meiste, woran wir uns erinnern, aus, keine Ahnung, von vor x Jahren, aus unserer Kindheit und so weiter, hat oftmals gar nicht so stattgefunden oder hat anders stattgefunden. Es hängt nämlich immer damit zusammen, in welchem emotionalen Zustand wir gerade sind, wie ist unser Hormonhaushalt, wie wurde die Frage gestellt über unsere Vergangenheit. Dementsprechend erfinden wir Dinge, wo wir glauben, wir haben sie damals so erlebt, was faktisch gar nicht wahr ist. Aber auch hier ist der Punkt, mein Ansatz ist halt enorm immer aus dem jetzigen Moment heraus. Dass wir nicht in eine Opferposition der Vergangenheit gehen, dass wir uns nicht in diesen ganzen Geschichten verlieren, sondern dass wir schauen, welche Ressourcen habe ich jetzt gerade, welche Machtposition kann ich jetzt gerade einnehmen, emotional gesehen und gedanklich, um aus der jetzigen Situation heraus die nächstbestmöglichen Entscheidungen für mich zu treffen, um die nächsten Schritte zu gehen. Ich kann natürlich sagen, so, ja, also wenn wir jetzt hier so zum Beispiel, und ich will, um Gottes Willen, ich will mich jetzt nicht über ihn stellen oder sowas, ne, aber wenn wir zum Beispiel Carl Gustav Jung oder sowas anschauen, hier mit seiner Schattenarbeit und whatever, ja, du kannst mit all den Dingen arbeiten, aber das ist das, was ich aus über
ich bin jetzt 7 oder 8 Jahre im Coaching. Das, was ich durch die Bank durch, und Melina, da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, das war bis jetzt jeder Einzelne, der super stark auf seine Vergangenheit fixiert war, um dort das zu heilen und das zu lösen und das Trauma und dies, das, jenes und all diese ganzen Dinge, die dort drin sind, das sind alles immer die Menschen, die nie an einem Punkt waren, wo sie sagen so, yes, ich fühle mich gestärkt. Das war immer, ich habe das eine Problem gelöst, das sind jetzt noch 3 weitere. Und dann haben sie die gelöst, das sind jetzt noch 3 weitere. Und das sind noch 4 weitere und noch 5 weitere. Die waren nie an einem Punkt, wo sie sagen, ja, boah, ich bin gestärkt. Und das liegt nicht daran, dass die alle so ein schlimmes Leben hatten, sondern weil sie sich da selbst reinreden. Sie erschaffen sich selbst dieses Narrativ in ihrem Kopf, dass sie jemand sind, der immer weiter geheilt werden muss. Dass sie jemand sind, der immer weiter in so einen Prozess reingehen muss, anstatt zu akzeptieren, dass sie eigentlich vollkommen sind, dass sie komplett in ihrer Kraft sein könnten, wenn sie für sich verstehen würden, dass die Vergangenheit nichts weiter als ein Gemisch aus biochemisch-elektrischen Impulsen in ihrem Gehirn ist. Und ich mache dazu immer eine ziemlich einfache Übung. Gehen wir mal davon aus, du kommst ja auch, du bist, ich weiß gar nicht, ob du gerade bist, auf einem Schauspiel, ne? Da warst du ja auch, ne? Ja, und genau. Wenn du, ich habe übrigens, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hab ich auch über ein halbes Jahr Schauspielunterricht gemacht, weil ich liebe Schauspiel. Ich finde das so ein tolles Thema. Ich habe ganz viele Bücher gelesen. Ich fand das so geil, das Thema. Und wenn du eine Rolle hast, dann erschaffst du dir ja auch dann, um diese Persona mehr zu verkörpern, erschaffst du dir ja auch selbst so diese Geschichte, wie sie damals war, was passiert ist, damit du da so richtig reingehen kannst. Das bedeutet, du vergisst deine eigene Geschichte und übernimmst, wenn du in die Rolle richtig reingehen willst, auch so die Geschichte dieser Figur, die du verkörperst. So. Ob die real ist oder nicht, ob du die dir ausgedacht hast oder nicht, was ist der wirkliche Unterschied zu deiner eigenen Geschichte? Es sind elektrische, biochemische Impulse in deinem Kopf, die du aufrecht hältst. Natürlich kannst du sagen, ja, das eine habe ich wirklich erlebt. So, ja. Aber wenn wir unter dem Aspekt das betrachten, dass die meisten Geschichten oder viele Geschichten, an die wir uns scheinbar erinnern, überhaupt nicht so passiert sind, dann müssen wir generell in Frage stellen, wie wahr ist meine Geschichte eigentlich? Wie wahr ist das, was ich jahrelang, jahrzehntelang immer gedacht habe von mir, von der Welt, von dies, das, jenem? Und naja, dann können wir sagen, ja gut, warte mal, warum muss ich denn dann einfach die ganze Zeit überlegen, was ich alles noch richten muss aus der Vergangenheit? Warum gehe ich nicht einfach hin und sage, okay, aus dem jetzigen Augenblick heraus, was sind gerade meine Stärken und wo will ich hin und was steht mir gerade im Weg dazu? Ja, welche Punkte sind da? Ich glaube, wir suchen halt einfach immer nach Erklärungen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und es ist dann ein leichtes, in die Vergangenheit zu blicken und zu schauen, wo sind die Erklärungen. Genau. Ja, 100%. Es gibt in der deutschen Speaker-Szene gibt es einen Speaker, der ist sehr bekannt, der ist Dieter Lange. Der sagt immer, Verstehen ist der Trostpreis. Weil wenn du verstehst, also nur mal angenommen, bleiben wir gerade einfach immer von mir aus beim Schauspiel und Beispiel, weil das finde ich schön. Nur mal angenommen, du willst ins Schauspiel gehen, du traust dich aber nicht, zu einem Vorsprechen zu gehen oder sowas, weil du hast das Gefühl, du bist nicht gut genug. Ne? Einfach nur als Beispiel. Jetzt kannst du überlegen, so, ja, okay, woher kommt das, dass ich das denke? Naja, damals mit 16 hat meine Tante mir gesagt, Kind, das wird nie was mit dir, dass du andere von etwas überzeugen kannst, was du nicht bist und das kannst du nicht, da bist du nicht gut genug für. So. Dann sage ich so, okay, jetzt weiß ich's. Und was machst du jetzt damit? Also, was ist jetzt faktisch anders? Ist das wirklich? Ja, dass ich jetzt weiß, dass es von der Tante kommt, meinst du jetzt, ja, dass genau. diese Situation war. Ja, genau. Klar. Aber was verändert das? Nichts. Erstmal nichts, nein. Ja. Das ist einfach nur, jetzt kannst du dich nämlich in die Opferposition begeben, kannst sagen, guck, Tante, weil du vor 15 Jahren das gesagt hast, deswegen denke ich das heute. So, hilft dir das, wenn du in diese Opferposition gehst? Nein. Null. Das ist einfach nur so, ja, ich traue mich nicht und jetzt kann ich auch jemanden dafür verantwortlich machen. Und jedes Mal, wenn wir Schuld woanders hingeben, sind wir Opfer. Du kannst nicht beides sein. Du kannst nicht sagen so, du bist schuld und ich auch.
So, das machen die wenigsten. Ne? Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Ja, nee, absolut. Und da hast du ja auch wieder was ganz Interessantes gesagt. Also, du sagst, Schuld sollte man sowieso am besten streichen und stattdessen über Verantwortung sprechen. Komplett, ja. Ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, Schuld ist die Erfindung der katholischen Kirche. Ist wahrscheinlich auch so, ohne dass ich Wahrscheinlich, das jetzt ja. recherchiert habe, aber Ja, ja. Also ich würde habe ich es auch mir nicht schon. recherchiert, aber ich sage diesen Satz halt immer so ein bisschen ketzerisch. Hm. Ja, weil, keine Ahnung, zahl uns 10 Goldmünzen, dann hast du 300 Jahre weniger Fegefeuer, weil, um dich Hm. von deiner Schuld frei zu kaufen. Das ist eins zu eins so, ja, wir sind alle Opfer, wir werden sowieso alle ganz schlimme Sachen erleben und das, das ist ein ganz komisches Ding. So. Ja, weißt du, ich habe halt auch das Gefühl, manche Menschen haben vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm, dass mentale Stärke was sehr, sehr Wichtiges eigentlich ist. Weil wir leben ja in einer Welt, und das ist jetzt vielleicht von meiner Seite ein bisschen ketzerisch provokant, in der es einfacher ist, schwach zu sein. Mhm, Weißt du, was ich meine? Also, klar, wo muss man denn eigentlich wirklich stark sein? Noch. ja. Ja. Perfekt gesagt. Das ist ja das, was ich auch vorhin meinte mit dem, wie viele Menschen gehen durch ihr Leben und sagen so, ich werde etwas außergewöhnlich Großes erschaffen. Die meisten sagen so, ja Mhm. gut, ich gehe zur Schule, ähm, mache dann meine Ausbildung, gehe vielleicht ins Studium, arbeite, dann hole ich mir einen guten Job, vielleicht ein Einfamilienhaus mit Labrador und Frau und Kinder oder keine Ahnung was, ja, auf was man auch immer steht. Und dann ist gut. So, du musst dich ja null anstrengen. Die Gesellschaft, und das klingt jetzt auch voll fies, ne, aber die Gesellschaft ist darauf ausgelegt, den Schwächsten durchzubringen. Darauf ist die Gesellschaft. Also zumindest in Deutschland. Ich meine, Ja. wenn du nichts kannst oder wenn du dich nicht anstrengst, bekommst du immer noch Geld. Einfach nur, du wirst dafür belohnt, dass du dich nicht deines eigenen Verstandes bedienst in Deutschland. Das ist ein Sozialsystem. Klar, es gibt auch einige, die brauchen Hilfe und da ist so total angebracht, bin ich 100% dabei. Aber du musst dich nicht anstrengen. In anderen Ländern, wo es so ein Sozialsystem gar nicht gibt, da müssen Menschen richtig kreativ werden. Da müssen sie sich richtig, also da müssen sie über sich hinauswachsen, um Geld zu verdienen, um zu überleben, um die Rechnung zu bezahlen und. Hier wird gesagt so, oh, ja, gib mal, ich hole mir gerade noch ein paar Faxe im Lidl und dann so. Ja, aber halt auch gesellschaftlich, ne? Wie du gesagt hast, also das eine ist halt im sozialen Aspekt und dann halt auch gesellschaftlich irgendwo. Manchmal ist es, habe ich den Eindruck zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, ist es fast schon cool, Opfer zu sein. Weißt du, was ich Ja, meine? Und ja, das ist halt eine Entwicklung, also das ist tatsächlich eine Entwicklung aus meiner Wahrnehmung heraus, die stattgefunden hat, die halt, als ich 15, 16 war, so nicht da war. ja, Ne? Und hundert das ist Prozent. interessant irgendwo. Ich habe den Eindruck, je besser es uns geht, desto schwächer werden wir auch irgendwo, vor allen Ja, Dingen klar. mental. Ne? Ja. Es gibt ja dieses, also also, wer hat das gesagt? Ich glaube, das war der Scheich von Saudi-Arabien oder Dubai oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Der hatte gesagt, mein Urgroßvater ist auf Kamelen geritten. Mein Vater im Auto. Ich wohne in den höchsten Hochhäusern. Mein Sohn fährt wieder Auto und meine Urenkel werden wieder Kamele reiten. Ne, so im Sinne von, weil ich sag mal, harte Zeiten machen starke Mhm. Charakter. Dadurch wird die Zeit besser, die Umstände werden besser und je besser sie werden, umso weniger mental stark sind die Menschen. Und dementsprechend, das ist immer, unsere Umstände ziehen immer, Quatsch, andersrum. Unser mentaler Zustand zieht immer mit, ne, aber immer zeitversetzt. Ja, ist so ein Zyklus, ne? Ja, ja, das ist Ja, total spannend. Das mega ist, spannend. Aber jetzt muss ich mal fragen, wie bist du eigentlich überhaupt dazu gekommen, dich damit so zu befassen und das zu deinem Thema zu machen? Also du hast gesagt, vor 7, 8 Jahren hast du damit angefangen zu coachen. Hattest du mhm. selber einen krassen Moment oder einen Prozess, den du erstmal durchlaufen musstest, um das zu realisieren? Ja, ich hatte damals 2009, da war Persönlichkeitsentwicklung noch richtig uncool, gerade auch in Deutschland. Ne, da gab's kaum irgendetwas. Da hatte ich meine allererste Coaching-Ausbildung gemacht. Ja, da war ich gerade ich war noch die letzte Generation, die Zivildienst oder Bundeswehr machen musste. Und ich war aber im Zivildienst. Und dann
ja, habe ich kurz nach dem Zivildienst meine erste Coaching-Ausbildung gemacht. Die hat mir mein Vater damals finanziert. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich ihn damals davon überzeugt hatte, weil die hatte damals, ich glaube, 6.500 € gekostet. Ne? Und also für heute ist das ja so, ja, es ist ein Wochenendseminar bei vielen Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, ne? So. Aber damals, so, ich keine Ahnung, warum der das gemacht hat. Ich bin ihm für heute und ewig dankbar dafür. Aber da habe ich die erste Ausbildung gemacht. Und ich habe dann danach, ich war der Beste, ich war der Allerbeste in der gesamten Ausbildung. Da waren Lehrer, Pädagogen, da war alles mit dabei. Aber ich konnte es danach nicht wirklich gut vermarkten. Deswegen, ne, weil ich sag mal so, ich sehe relativ jung aus, wird mir zumindest immer nachgesagt. So, bin jetzt gerade 35 und dann, ja, kannst du aussuchen, kannst du überlegen, wie ich mit 19 aussah. So, dann da hat es nicht ganz geklappt. Und dann bin ich durch ein paar Umstände und hier und da und hin und her bin ich in die Fitnessszene gerutscht. War dann kurze Zeit Personal Trainer, so 1, 2 Jahre ich bin kein guter Angestellter. Ich bin ein super Unternehmer, aber kein guter Angestellter. Und dann war ich aber 1, 2 Jahre angestellt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das kann ich auch selbst machen. Dann habe ich ein Fitnessstudio eröffnet. Ich hab einen ziemlich großen Kredit genommen, zumindest damals so 75.000. Ja, hab einen alten Schlecker, kennst du noch von früher, oder? Ja. So diese kahlweißen Wände, dieser leicht chemische Creme, Parfümgeruch, was auch immer so in der Luft war, diese Reinigungsmittel. Ich glaube, jeder, der es hier hört, kann sich noch dran erinnern. Und es war so ein Schleckermarkt, der war seit geraumer Zeit leerstehend, weil Schlecker ja pleite gegangen ist. Da habe ich mich eingemietet. Ich habe Decken, Böden, Wände, Sanitär, Duschen, ich habe alles da reingebaut, habe ein Personal Trainingsstudio da reingebaut. Und das hatte ich dann 5 Jahre lang. Und weil ich immer gesagt habe, so, weil ich hatte meinen damaligen Chef, mit dem ich heute immer noch super gut befreundet bin, ich dachte so, boah, der hat voll das coole Leben, das will ich einfach auch. Und dann bin ich zur Bank, so blauäugig, wie ich halt bin, und gesagt, hey, ich möchte gern Geld, ich möchte gern selbstständig machen. Hab das gemacht, hatte dann das Studio, hab aber dann und einen 5-Jahres-Mietvertrag gehabt. Hab dann aber so nach 1,5, 2 Jahren gemerkt, boah, irgendwie, ich bin selbstständig, ich kann alles selbst bestimmen, aber ich fahre trotzdem jeden Tag in die gleichen 4 Wände. Und als jemand, der absolut freiheitsliebend ist, habe ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Null. Dass das mein eigener Käfig sein kann. Also metaphorisch gesprochen. Und naja, dann war es halt einfach so, dass ich dann gemerkt habe, so, boah, fuck, ich wurde immer unglücklicher und unglücklicher. In meinem eigenen Gym, und dann kam's, kennst du damals Gedankentanken, heute Creator? Ja, kenne ich. Ja. Damals Gedankentanken, da kam dann so ein Video von Tobias Beck. So mit hier Menschentypen und Superstars des Lebens. Tobias Beck kennst du. Ja. Ja. Und ich habe überlegt, weil dann ist wie dieser Funken in mir aufgekommen. Ich so, warte mal, du wolltest doch mal auch so Speaker und Coach werden und so weiter. Ne? Du wolltest doch damit arbeiten. Und dann habe ich Tobi einen Brief geschrieben. Hi, ich wollte nur Bescheid geben, ich bin ab jetzt dein Personal Trainer. Ich trainiere dich kostenfrei. Dafür bringst du mir bei, was du kannst. 2 Tage später hatte ich eine Antwort, ja, komm mal vorbei. Und dann seit dem Zeitpunkt war ich 5 Jahre lang sein Personal Trainer. Ja, ernsthaft? Ja. Und bin durch ihn halt wieder so in diese ganze Szene wieder zurück reingekommen. Und weil du aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie das passiert ist, auch warum ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich habe einfach gemerkt, dass ich in meinem Studio, obwohl ich eigentlich so in Äußeren eigentlich die Umstände mir so kreiert hatte, wie ich sie haben wollte, ich habe aber gemerkt, wie ich immer unglücklicher werde. Wie ich einfach abends teilweise echt mit so einer, boah, ich habe so gar keinen Bock, morgen aufzustehen, ne, weil ich dann wieder ins Gym fahren muss für 12, 13 Stunden. Ne, es ist nicht die Arbeit, so ich arbeite jeden Tag 15, 16 Stunden, ist mir vollkommen egal, ja. Aber da reinzugehen in dieses Studio, ich habe einfach gemerkt, wie diese Phasen, wo es mir dann nicht so gut ging, weil ich gedanklich in diesem Kreislauf immer wieder war. Ich habe immer wieder die gleichen destruktiven Gedanken gedacht und dementsprechend wieder gleich gefühlt destruktiv über einen langen Zeitraum. Ich habe gemerkt, so, boah, nee, ey, das darf doch nicht wahr sein. Warum ist das so? Und dann habe ich angefangen, mich wieder mit Persönlichkeitsentwicklung dann durch Tobi und durch andere Einflüsse auseinanderzusetzen. Und ich habe dann immer mehr und mehr so Strukturen, so einzelne Nuggets, da was und da was und da was. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich bin extrem gut darin, komplexe Dinge zusammenzufassen. Und daraufhin ist halt dieses grundlegende System entstanden, was ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Buch weitergebe mit der Creator Square Methode. Ne, wie du deine Realität kreierst. Und weil ich habe immer mehr und mehr begonnen zu verstehen, wie das alles passiert, wie das alles vonstatten geht. Und daraufhin habe ich gemerkt, wie diese Phasen, wo es mir so, also
ne, sagt man jetzt umgangssprachlich, wo es mir schlecht ging, wie die immer kürzer wurden. Immer kürzer. Am Anfang also zu Beginn waren die teilweise mal so einen Monat oder so. Auf einmal waren sie nur noch 3 Wochen, nur noch 2 Wochen, nur eine Woche, nur noch 2, 3 Tage, dann nur noch einen halben Tag. Weil ich mich einfach jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, so, okay, warte mal, da werde ich gerade unbewusst, ich beginne hier destruktive Gedanken immer wieder zu formulieren und immer wieder aufrechtzuhalten. Cut. Okay, warte mal, ich kann meine Gedanken kontrollieren, in welche Richtung soll es gehen. Und dadurch hat sich dieser Skill halt immer weiterentwickelt. Und das Feedback, was ich halt im Laufe der Jahre immer und immer mehr von den Menschen bekommen habe, ist, ich so, boah, Jens, irgendwie, wenn ich mit dir rede und wenn ich in deiner Gegenwart, das ist immer alles so leicht. Ne? So viel Leichtigkeit ist einfach, weil das ist mein höchster Wert. Leichtigkeit und dann kurz darunter Freiheit. Aber Leichtigkeit ist ganz oben. Und da haben wir gesagt, na, wie machst du das? Ich so, naja, und da bin ich halt noch mal mehr drauf gekommen. Okay, warte mal, mentale Stärke, Gedankenkontrolle. Und so hat sich halt sehr, sehr viel davon ergeben. Ich habe dann zwar eine Zeit lang oder jetzt auch die letzten 4, 5 Jahre hauptfokussiert, weil das einfacher zum Vermarkten ist, halt Business-Mentorings gegeben, um anderen Menschen zu zeigen, wie sie ihr Business aufbauen, ob offline oder online, weil da bin ich sehr, sehr gut drin. Aber auch da habe ich gemerkt, der Grund, warum die meistens nicht schaffen, ist nicht, weil sie kein Talent haben oder weil sie keine Fähigkeiten haben, sondern weil sie sich selbst sabotieren, weil sie sich selbst im Weg stehen, mental. Und das hat mir dann einfach jetzt nochmal den Anstoß gegeben, ja, okay, warte mal, ne, ich mache jetzt nicht mehr so viel Fokus auf Businessaufbau, sondern einfach nur voll, komplett auf mentale Stärke. Und ja, deswegen kann ich so sagen, deswegen schlägt das gerade so ein, weil es einfach, ich kriege so viel Resonanz davon, das Buch hat sich so oft verkauft in den letzten 9,5 Monaten. Das ist der Wahnsinn. Ja, Und freut mich natürlich, dass das so das, gut läuft, ja. ja, das zeigt mir einfach, wie sehr es in dieser Gesellschaft gebraucht wird. Deswegen ich formuliere das ja auch mal bei meinen Social Media Beiträgen, das ist immer die Mission mentale Stärke, weil Melina, ich bin aus tiefstem Herzen davon überzeugt, wenn wir mentale Stärke in die Gesellschaft bringen, dann ist das nicht nur fürs Individuum, sondern auch für die Gesellschaft allgemein und für die Menschen um die einzelne Person drumherum die beste Wohltat, die du jemandem geben kannst. Was gibt's Schöneres, als wenn ich nehme jetzt mal zum Beispiel dich als Beispiel, was gibt's Schöneres für dich und die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, oder die Menschen, die dich lieben oder du die liebst und wo eine richtige enge Verbindung ist? Was gibt's denn Schöneres, als wie wenn du in deiner absoluten Peak-Performance bist, wenn du in deiner höchsten Macht bist, wenn du so klar bist, wenn du so in deiner Freude, in deiner Lebensfreude, in deiner Energie bist? Das ist so das schönste Geschenk, was du dir selbst und anderen geben kannst. Ja, absolut. Weil ich sag mal, auch dann läuft alles andere Ja, perfekt, ne? Oder ja, nahezu perfekt. Perfekt gibt's ja. nicht immer. Sehr Es gut ist halt. der Ursprung. Es ist einfach Ja. der Ursprung von allem. Ja, ich kann auch nur sagen, also das war zumindest mein, wenn du so willst, Wake-up-Call, dass ich da hinsichtlich mentaler Stärke noch was tun muss. Das war 2020. Wir wissen alle, was 2020 war. Und es war, glaube ich, für keinen super easy. Klar, es gab mit Sicherheit auch Leute, die haben aus dieser Zeit profitiert oder das ein oder andere Gute mitgenommen, auch viel gelernt. Da muss ich mich auch mit einschließen. Aber es war schon so, dass ich ein bisschen erschrocken bin darüber, dass mich diese Krise dann doch so aus der Bahn geworfen hat. Also so wirklich in meinem ganz normalen Alltag aus der Bahn geworfen. Ich erinnere mich daran, wie gesagt, ich komme aus dem Schauspiel, ich bin großer Film- und Seriengucker und Fan. Und ja, und ich liebe Actionserien, Fantasy, Horror, das fand ich immer toll. Aber mit einem Schlag war das quasi, ich konnte mir meine Lieblingsserien aus diesen Genres zu der Zeit nicht mehr angucken. Wirklich, ich habe gedacht, nein, das geht nicht. Ich habe so seichte Scheiße, sage ich jetzt mal auf Deutsch, habe ich dann auf einmal wieder geguckt, weil nur das hat mich irgendwo ähm, nicht noch unruhiger werden lassen Mhm. und Angst, Angst noch mehr geschürt, als dass es im normalen Leben schon war. Weißt du, was ich meine? Es ist schwer in Worte zu fassen, aber es war wirklich so, wo ich gemerkt habe, oh, irgendwas ist hier nicht so, das sollte nicht sein. Also ich bin ja auch in der Lage zu unterscheiden, was ist Fiktion, was ist Realität, aber es hat mich halt, wie gesagt, sehr aus der Bahn geworfen und ab dem Zeitpunkt war das für mich so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss irgendwas tun. Ich wusste nicht genau was und es wird mir jetzt immer klarer, was das sein könnte. Aber es ist halt leider auch für mich zumindest nicht so offensichtlich gewesen, was die Lösung ist. Und ich habe mit sehr vielen Menschen seitdem gesprochen, auch über dieses Thema. Und auch die hat nicht die Lösung für mich parat. Also vielleicht machst du jetzt gerade den Unterschied da. Also
also ich möchte dich als allererstes einmal beruhigen, dass das bei dir so war. Es gibt, hast du vielleicht mal gehört, es gibt in unserem Gehirn gibt es einen kleinen Part, der heißt die Amygdala. Hast du das schon mal Oh. gehört? Mhm. Das ist so ein, ich sag mal, so ein man sagt, also sagt man so ein bisschen umgangssprachlich, oder kann auch sein, dass das faktisch so ist, das ist ein Überbleibsel so aus dem Reptilienhirn. Mhm. So, und die Amygdala hat quasi Fight, Flight or Freeze. Ne? Also die hat diese 3 Responses auf äußere wenn vor dir du gehst durch die Straße und vor dir steht jemand, der bedroht dich, dann hast du entweder Fight, Flight or Freeze, ne? Also Ja, weglaufen, dagegen ankämpfen oder viel erstarren aus Angst, ja? ja, Und was dann oft halt passiert ist, wenn dann dieses Erstarren kommt, ja, und man kann dann nicht wirklich was machen. Und dann, wenn man da nicht rauskommt in dem Augenblick, dann findet man Gedanken, die das zusätzlich unterstützen. Und dein gesamtes Nervensystem ist einfach die ganze Zeit auf Dauerbefeuerung, ne? Und ist klar, dann kannst du dir keine Actionserie angucken, weil du kannst dann nicht noch mehr vertragen von außen. Ist eigentlich nur logisch, weil du brauchst dann eher genau das Gegenteil, was dir vermeintlich irgendwie so versuchst, dich ein bisschen davon abzulenken. Ne? So ganz leichte Kost, die dich einfach so in die Leben anderer reinholt, wo du nicht über dein eigenes nachdenkst, über Umstände nachdenkst. Das ist eigentlich ziemlich menschlich und normal, aber es ist halt, also dass das passieren kann. Aber es ist natürlich, was du beschreibst, so erging es halt enorm vielen Menschen in der Zeit. Ne? Also also auch das, was du gerade beschrieben hast, ich habe das von so vielen Menschen gehört, dass es da in der Zeit passiert ist. Das mhm. ist Wahnsinn. Ja, ja gut, ich sag mal, wir hatten zu meiner Lebzeit hatten wir so eine krasse Krise halt auch noch nicht durchlebt oder erlebt, ne? Mhm. Von daher, ja, war das, glaube ich, wie du sagst, in vieler Hinsicht ein Wake-up-Call für alle. Ja. Ähm, so, jetzt muss ich gucken, ob ich den Faden wieder kriege, weil das war gerade ein Ausflug in meine persönliche Geschichte. Ich wollte eigentlich zurück zu deiner persönlichen Geschichte. Also okay, also du hast da für dich quasi auch den Weg gefunden. Ich würde fast sagen, es war so eine Mischung aus deiner eigenen Intuition und deiner eigenen Suche und den Nuggets, die du bei anderen gefunden hast, ne? So habe ich Mhm. das jetzt zumindest interpretiert. Genau. Es gab es gab so ein paar Punkte, so ähm, einmal von Buddha, ne? Also, kennst Buddha halt, ne? Oder Also halt, ja. Buddha halt, ne? Also, und zwar habe ich von ihm ein Zitat gelesen. Und kennst du das, wenn du manchmal so einen Satz liest und auf einmal verändert das dein gesamtes Denken in eine Richtung? Mhm. So, und da habe ich gelesen, äh, Schmerz ist unvermeidbar, Leiden ist frei wählbar. Ja. Und ich hab das am Anfang nicht gecheckt. Ich dachte, das ist das Gleiche. So. Und dann ist mir bewusst geworden, Schmerz, ne, damals im alten Indien gab es das Wort Kontraste noch nicht. Heute würde ich nie Schmerzen, ich würde immer sagen Kontraste, weil du lernst einfach nur von Kontrasten. Zum Beispiel hier mein dunkles Handy, ne, ist ein Kontrast zu meinem weißen Oberteil. Ist weder gut noch schlecht, ist einfach ein Kontrast zueinander. Und durch Kontrast lernen wir, was wir wollen und was wir nicht wollen. Okay, selbst wenn du jetzt sowas hast wie, du hast eine Beziehung und du wirst eine Beziehung betrogen. Ja, jetzt kannst du sagen, ja, es war schmerzhaft. Du kannst auch sagen, ja gut, das war jetzt ein Kontrast, weil er oder sie hat die Persönlichkeitsmerkmale und das hat sich so angebäumt. Okay, das will ich gar nicht für meine Zukunft. Ich will einen Partner oder eine Partnerin, die genau anders ist, die anderen Attribute erfüllt. So, dass du einfach dich davon rausziehst und daraus deine Klarheit gewinnst. So. Also das ist unvermeidbar, weil die Dinge müssen wir ja erleben, um für uns wählen zu können, was wir wollen, was wir nicht wollen. Aber Leiden, ich dachte immer so, ja, wie, das ist so das Gleiche, aber Leiden ist immer frei wählbar, weil Leiden entsteht niemals durch äußere Umstände. Es gibt nichts im Außen, was dafür verantwortlich sein kann, dass du leidest. Nichts. Weil Leiden ist immer nur ein mentaler Zustand, wo dein Ego im absoluten Widerstand ist zu dem, was passiert. Dein Ego sagt immer, sowieso generell, immer nur eine einzige Sache. Es sagt, das sollte so nicht sein, das sollte anders sein. Das ist der pure Widerstand gegen das oder gegenüber dem, was gerade ist. Und wenn wir verstehen, dass wenn ich meine Gedanken unter Kontrolle habe, wenn ich meine Bewusstheit im jetzigen Augenblick trainiere, dann bin ich nicht im Ego, dann kann ich gar nicht im Ego sein. Und wenn ich nicht im Ego bin, dann leide ich nicht, wenn äußere Umstände passieren, sondern kann ich sie einfach als Kontraste wahrnehmen. Dann werde ich sowas wie unverwundbar, ohne in diese klassische
übertriebene Härte zu gehen, die meisten immer so nach vorne stellen. Sagt, du musst stärker sein als deine stärksten Umstände. Kämpf dich da durch, du Tiger, sei ein Löwe. So, kennen wir alle, ne? So, Ja. so dann kannst du diese Resilienz oder diese mentale Stärke, diesen Fokus, diese Klarheit, kannst du komplett aufrechthalten, ohne dieses Bullshit-Gerede. Mhm. Also, nachdem ich dein Buch ja mittlerweile auch komplett gelesen habe, weiß ich, worauf du abzielst und wie du es meinst. Aber ich habe gerade noch so gedacht, wenn die Leute jetzt den ersten Teil davon hören, mit dem Leiden sucht man sich aus, ne? Ich glaube, das müssen wir jetzt nochmal vertiefend erläutern, oder du musst es vertiefend erläutern. Klar. Weil es wird natürlich ganz viele Leute geben, die sagen jetzt, ja, aber wenn mir Leid zugefügt wird von außen, das habe ich mir ja nicht ausgesucht, und wenn mir das dauerhaft zugefügt wird, dann leide ich halt, ne? Also wie würdest du das dann entkräften, das Argument oder dieses Beispiel? Als erstes würde ich die Person anhalten und würde ihr, und das ist mein Grundansatz in all meinen Coachings, das ist der Satz von Ludwig Wittgenstein. Ne, Ludwig Wittgenstein war ein Philosoph aus dem letzten Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts. Und er hat den Satz geprägt: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Ja, das bedeutet, wir können nicht über etwas nachdenken, wo wir keine Worte für haben. Oder, noch leicht anders formuliert, unsere Gedanken oder unsere Welt kann sich nur in dem Maße ausdehnen, wie wir Worte benutzen, um diese zu definieren und zu beschreiben. Okay? Das bedeutet, allein wenn ich schon sage, mir fügt jemand Leid zu, was soll das bedeuten? Also, wenn wir jetzt einfach ein fiktives Szenario nehmen, ne, keine Ahnung, jemand, ich sage es mal als Beispiel, jemand, nee, ich will nicht so ein ganz extremes Beispiel. Fällt dir gerade ein gutes ein? Ja, weiß ich nicht. Du bist in einer Beziehung, also partnerschaftlichen Beziehung, und das Gegenüber behandelt dich halt einfach herablassend, respektlos oder sowas in der Okay, Art. okay, mega. Dann, wenn du jetzt sagst, die andere Person fügt mir Leid zu, ja, dann kannst du gedanklich nur in diese Straße reinlaufen, andere Person fügt mir Leid zu. So, du bist jetzt komplett ohnmächtig, weil du hast keine Ahnung, was du damit machen sollst. Das ist eine Wolkenformulierung. Ja? Dann würde ich fragen, was bedeutet das genau, fügt mir Leid zu? Naja, sagen wir zum Beispiel, er ihr gegenüber, ja, wir reden jetzt wir sind jetzt gerade die Person, die Frau, und sie sagt, ja, mein Mann fügt mir die ganze Zeit Leid zu. Okay, was macht er? Naja, jedes Mal, wenn wir irgendwo im Raum sind, sagt er mir immer, dass ich dumm bin. Ne, zum Beispiel. Oder dass ich unsexy bin oder dass ich nicht gut genug bin. Sagt, okay, also er sagt Worte dir, die du nicht magst. Ja, genau, die sind auch echt gemein. So, okay. Was macht er noch? Naja, weiß nicht, er ist nicht nett zu mir. Okay, aber was macht er denn? Naja, der bringt mir nie was mit. So, zum Beispiel. Ja. So, einfach nur als Beispiel. Da kann man sagen, okay, ist das dann Leid zufügen? Ja, nee. Dann merkt sie schon, ja, okay, warte mal, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Aber selbst wenn er jetzt ganz doofe Dinge tut, ganz schlimme Dinge tut, selbst wenn er sie zum Beispiel die ganze Zeit betrügen würde, ja, dann kann sie sagen, naja, er betrügt mich die ganze Zeit. Okay. Das heißt, er schläft mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann, je nachdem, auf was er steht. Ja, aber er hat einfach Sex mit einer anderen Person. Okay, ist das Leiden jetzt von deiner Seite aus? Was passiert faktisch? Faktisch das, was du gerade gesagt hast. Also der andere fügt der Frau in dieser Situation Leid zu, indem er halt sein Verhalten ja so ändert und indem das Verhalten verletzend ist. Faktisch passiert gerade nur, dass er mit einer anderen Person schläft. Das ist faktisch alles, was passiert. Alles andere ist die Response. Alles andere sind in dem Fall die Gedanken der Frau über das Verhalten ihres Mannes. Und ich sage nicht, dass das dann gerechtfertigt ist, was er tut. Das ist total asozial. Sollte man auf gar keinen Fall tun. Ich sag nur, es ist enorm wichtig, dass wir für uns lernen, was Fakten und was Geschichten sind. Weil solange wir die beiden nicht auseinanderhalten können, wird's enorm schwierig.
wird enorm schwierig, dass wir wirklich mental stark werden. Ja, da Mhm. können wir gleich nochmal so ein Wrap-up machen, so am Ende, weil es gibt ja die 3 Säulen der mentalen Stärke und das ist eine davon, dass wir Mhm. Fakten von Geschichten trennen können. Und wenn sie jetzt sagt, ja, okay, warte mal, dann bedeutet das, dass der Grund, warum es mir so schlecht geht, ist, weil ich Gedanken wähle, dass es mir schlecht geht? Ja, genau. Ja, ich weiß, das klingt jetzt total doof, ne, weil man sagt, ja, aber er macht doch die Sache. Er macht das doch, obwohl er weiß, dass ich das nicht will. Sagst du, ja, aber du bleibst bei ihm. Du kannst einfach sagen, ja, tschö mit Ö, Otto. Das war's dann. Aber du bleibst ja bei ihm und du bist mental im Widerstand dazu. Ich sage nicht, dass das gut ist oder dass die Frau recht hat oder dass der Mann recht hat oder sonstiges, sondern wir dürfen, wenn wir mentale Stärke wirklich für uns erlangen wollen, dürfen wir uns von diesem moralischen Grundkompass erstmal lösen im ersten Schritt und dürfen erstmal nur in die Analyse gehen. Was passiert faktisch und was ist die Geschichte? Weil, ich sage es nur als Beispiel, angenommen, er würde sie betrügen und sie würde einfach sagen, ist ein ganz krasses anderes Gegenbeispiel. Sie würde sagen, also ich weiß, bei uns läuft's ja nicht so gut, Schatz, aber das war jetzt unnötig. Oder sie könnte sagen, Schatz, wenn du das machen willst, frag doch einfach, ich komme mit. So, das sind jetzt nur zwei komplett andere Gegenbeispiele, wie sie drauf reagieren könnte, dass er das macht. Ja? Jetzt wird's spannend. Seine Aktion ist in jeder dieser 3 Beispiele die gleiche. Fügt er in den anderen beiden auch Leid zu, obwohl er das Gleiche macht? Wahrscheinlich nicht, wenn sie so Nee, reagiert. Also, genau. ne, dann nicht. Ganz genau. Es liegt in ihrer Macht, ihre Realität zu kreieren. Weil in der Art und Weise, wie sie darüber denkt. Sie kann sagen, hier, nee, so haben wir uns nicht drauf geeinigt und wir leben monogam und whatever, dann ist es aus mit uns. Ist okay, dann zieh einen Schlussstrich und dann zieh weiter. Aber sich selbst in einer Position zu halten und zu sagen, so, er ist dafür verantwortlich, dass ich leide, das ist komplett in die Opferposition gegangen. Weil wenn sie jetzt in diesen Alternativrealitäten, wenn sie eins oder das andere oder das dritte gesagt hätte, dann hätte er das Gleiche gemacht, sie hätte komplett anders darüber empfunden. Und das ist die Macht, wie wir unsere eigene Realität kreieren können. Das zu verstehen, Mhm. dass es nicht im Außen etwas gibt, was uns Leiden zufügen kann, sondern dass es immer unsere Art und Weise ist, wie wir über das Geschehene nachdenken, wie wir es bewerten, wie wir es einordnen, welche Gedanken wir darüber formulieren. So viel Macht haben wir. Ja, aber ich finde das halt auch, also super Beispiel, finde ich, auch ganz toll erklärt. Was uns da halt anscheinend immer im Wege steht, ist halt unser Ego, ne? Ganz genau. Weil die Distanzierung zu sagen, weil da läuft ja etwas ab. Also ich finde jetzt heraus, mein Mann hat mich mal wieder betrogen, ja, und das löst sofort, allein die Tatsache, dieser Fakt, löst in mir eine Emotion aus, ja, dass das nicht gut ist. Nicht Also der Fakt, sondern der Gedanke, den du darüber denkst. genau. Ich will nur ganz kurz erklären, wie es eigentlich abläuft. Also in der Regel, ja, weil Was die meisten glauben, wie es ja, abläuft. ganz Ja. genau. Ja, also ich habe sofort ich habe einen Gedanken und eine emotionale Reaktion darauf. Und was mir meistens auch irgendwo ein Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit dann letztlich, ne, weil ich nicht weiß, was ich jetzt tun soll, so, weil mir geht's ja nicht gut. Und dann aber in der Lage zu sein, weil ich glaube tatsächlich, dass wenn man nicht trainiert ist, so wie du jetzt, dann ist das ein Prozess, der abläuft fast schon wie ein Automatismus, den man Mhm. kaum unterbrechen kann. Vielleicht dann an der Stelle, wo man sich dann fragt, was mache ich denn jetzt? Da wäre so jetzt für mich gedanklich der Moment, wo man vielleicht als Untrainierter dann sagen könnte, okay, ich muss jetzt irgendwie die Distanz und den objektiven Blick auf die Fakten finden, weil sonst bin ich ja für immer und ewig dann ja, wie sagt man, in diesem Teufelskreis gefangen aus, es passiert etwas, er tut mir was an, der Gedanke entsteht, die Emotion und ne, diese Ohnmacht. Ähm, bin ich auf dem richtigen Weg? Oder also, Perfekt beschrieben. dass da halt aber das Ego uns im Weg steht, dann auch wirklich diese Objektivität zu finden. Mhm. Perfekt beschrieben, Melina. Also wirklich, hätte ich eigentlich besser sagen können. Es ist ja, es ist
unser Ego ist ja, das wird in vielen spirituellen und auch religiösen Schriften, wird das Ego immer als falsches Selbst betitelt. Ja, Mhm. das Ego ist per se nicht schlecht. Ja, aber da müssten wir in Identitätsaufbau reingehen. Das ist psychologisch ein anderes Thema, aber das Ego ist per se nicht schlecht. Aber das Ego ist im Grunde unser falsches Selbst. Es ist eine Rolle, die wir einnehmen, wie wir glauben, wie wir sind. Okay, und wir verhalten Mhm. uns in der Art und Weise, wie wir glauben, wie wir sind. Kann man auch vom Schauspieler total geil halt auch wieder übernehmen, ja. Und wenn wir für uns verstehen, ja, okay, warte, ich nehme gerade ein Beispiel. Wenn du mit deiner, ich sag mal, deiner besten Freundin unterwegs bist, ja, bist du dann genauso, wie wenn du mit deinen Eltern unterwegs bist oder wenn du mit, ich weiß nicht, ob Oma, Opa oder so noch leben oder so, aber wenn du mit denen unterwegs bist oder wenn du mit irgendeinem anderen oder auf der Arbeit mit Kollegen unterwegs bist, mit dem ehemaligen Chef unterwegs bist, wir sind ja immer irgendwie anders. Du verhältst ja nicht mit kleinen Kindern so wie mit den eigenen Eltern oder whatever. Wir sind anders. So, und da müssen wir überlegen, okay, warte mal, das heißt, ich erfülle immer überall Rollen. Und in der Art und Weise, welche Rolle ich gerade einnehme, so verhalte ich mich auch, so denke ich dann auch. Ja, und bei den meisten läuft dieser Prozess komplett unbewusst ab. Sie haben einfach ganz viele Rollen und verhalten sich einfach dementsprechend so in allen möglichen Situationen. Aber wenn wir jetzt nehmen wir jetzt das Beispiel wieder mit dem Paar und er betrügt sie. Wenn sie dann diese Rolle hat von, ja, nee, das geht gar nicht, wenn sowas passiert, bin ich verletzt, das ist moralisch total falsch, das sollte so nicht sein, das sollte anders sein, ne, obwohl das halt eben passiert ist, ne, der Wunsch, der Widerstand kann auch nichts mehr daran ändern, aber er schafft das dann eben, diesen Schmerz, diesen Leid in ihr oder das Leiden in ihr. Und unser Ego ist da halt einfach direkt vorne mit dabei. Es schreit so, ja, wir haben wieder was zum Leiden. Wir haben wieder etwas, wo wir verletzt wurden. Ja, eine neue Geschichte, die wir uns erzählen können, wer wir sind. Weil ab sofort bin ich die betrogen wurde. Ja. Und dann gehen wir da voll in diese Geschichte rein und embracen die richtig, um sie all unseren Freunden zu erzählen und um die Geschichte noch später in die Zukunft tragen zu können und zu sagen so, ja, ich habe so eine schlimme Beziehung hinter mir, ich wurde betrogen und so weiter. Und das will ich, ja, ne, faktisch ist okay, wenn du die Fakten nimmst aus deiner Vergangenheit und sagst, okay, ich habe daraus gelernt, dann ist gut. Alle Geschichten sind überflüssig. Eigentlich ja, trotzdem lieben wir Menschen Geschichten, ne? Ja, Unser Leben komplett. also existiert nicht ohne Geschichten. Es gibt sie Ja, überall und es gab sie schon damals in der Steinzeit wahrscheinlich am und Lagerfeuer, ja. ganz, ganz genau. Und Ja. das ist ja auch absolut okay. Ey, ich persönlich, ich liebe ja auch Geschichten. Ich liebe genau wie du, ich bin ein riesengroßer Serien- und Filme-Fan. Ne? Ich liebe das einfach so in diese Welten einzutauchen, mich von der Geschichte mitreißen zu lassen. Aber genau das Gleiche, genauso sollten wir unser eigenes Leben auch betrachten. Wenn du im Kino sitzt und du guckst zum Beispiel den Avenger Teil 5000, keine Ahnung, die bringen dann irgendeinen neuen Teil raus, ja? So. Und du siehst die Helden auf der Leinwand, du fieberst mit, du bist voll in der Geschichte drin. Gleichzeitig weißt du bist nicht diese Geschichte. Nur weil wir eine Geschichte lieben oder weil wir gerne diesen Vibe davon haben, uns mal mitreißen lassen oder weil die Geschichte irgendwie dafür sorgt, dass wir uns lebendig fühlen oder, ist alles total okay. Aber es bedeutet nicht im gleichen Maße, dass die Geschichte unsere Identität, unsere gesamte Realität einnehmen muss. Ich kann diese Geschichte leben, ich kann sie auch erzählen, aber ich kann auch gleichzeitig wissen, okay, sie hat null Wirkung auf mich. Das geht. Ja, ich glaube dir das. Also, wie gesagt, wenn man dein Buch gelesen hat, dann glaubt man dir das auf jeden Fall, dass das geht für dich. Wie man das dann selber umsetzt, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Ja, es ist Ähm, Training. Es ist alles Training. Finde ich auch interessant, aber bevor wir über das Training sprechen, muss ich noch mal zu den du hast es eben einmal, glaube ich, kurz erwähnt, das Wolkenwort oder, es Mhm. gibt auch Wolkensätze, die du in deinem Buch aufgelistet hast. Aber vielleicht kannst du erst mal ganz kurz noch erklären, was ist ein Wolkenwort? Weil ich konnte damit zumindest, nix anfangen, als ich, das zum ersten Mal gelesen habe. Mhm. Wolkenwörter sind Worte, die gerade in der Gesellschaft oder in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, das ist zum Beispiel so einer dieser Gründe, warum ich immer sage, ich bin so ein bisschen
so ein bisschen gegen das, was so in der Szene passiert, oft, weil da werden ganz viele Wolkenwörter um sich geschmissen, weil die sind super fürs Marketing. Ne, damit kann man total viel tolle Verkäufe machen. So. Aber nehmen wir mal mein Lieblingswolkenwort, das ist das Wort Glaubenssatz. Ne, das haben wir auch schon, keine Ahnung, sehr, sehr viel, auch mittlerweile irgendwie in der breiten Gesellschaft haben die meisten Menschen das Wort Glaubenssatz schon mal gehört. Und dann oftmals kommen Menschen zu mir und sagen so, Jens, ich habe sagen wir zum Beispiel Bereich Beziehung, ich habe einen wirklich tief sitzenden Glaubenssatz. Und das ist meine erste Frage, okay, krass, wie tief ist der denn? So Hals oder Brusthöhe oder Bauch, Intimbereich oder Kniekehle oder unten so bei den Zehen? Wie tief ist der? Nein, der ist total stark, das meine ich damit. Stark, okay, wie viel kann er denn im Bankdrücken drücken? Ist er schon bei 100 Kilo Bankdrücken? Schafft er das? So, Jens, du weißt doch, was ich meine. Dann sagen wir, ich habe einen Glaubenssatz. Dann sage ich, okay, krass, was ist denn ein Glaubenssatz? Ja, das ist etwas, was mich limitiert. Nee. Was ist denn faktisch ein Glaubenssatz? Dann denken die drüber nach. Dann sagen sie, ich weiß nicht, das ist halt einfach da. Und genau das ist ein Wolkenwort. Wolkenwörter sind so gefährlich, weil je mehr du von Wolkenwörtern oder ein Wolkensatz, was halt einfach ein Konglomerat aus vielen Wolkenwörtern ist, ja, je mehr du davon im Alltag benutzt, umso weniger klar bist du. Und Klarheit ist absolute Macht. Ne? Wieder hier mit Ludwig Wittgenstein. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Wenn du deinen Alltag, deine Realität, dein gesamtes Leben, deine Sicht auf die Dinge, dein Wesen, deine Identität, wer du bist, was auch immer dich ausmacht, egal was du beschreibst, je mehr Wolkenwörter du benutzt, umso vernebelter bist du, umso weniger klar kannst du sehen. Aber jetzt die Erklärung. Was ist zum Beispiel ein Glaubenssatz? Wenn wir es faktisch herunterbrechen, ist ein Glaubenssatz nichts weiter als ein Gedanke, den du zu irgendeinem Zeitpunkt angefangen hast zu denken und ihn einfach zeitlich gesehen immer weiter denkst. Und weil du ihn immer weiter denkst, trainierst du ihn. Und weil du ihn trainierst, unser Gehirn, habe ich ganz zu Beginn der Podcast-Episode gesagt, unser Gehirn ist ja nur dafür da, um uns an Leben zu halten. So, und unser Gehirn denkt sich einfach nur diese eine Sache. Okay, ich habe es heute geschafft, Jens und Melina am Leben zu halten. Das heißt, ich mache alles richtig. Ich bleib genau dabei. Ist ja auch logisch. Ist ja irgendwo evolutionsmäßig gesehen, ist das super clever. Super clever. Ja, weil was Neues kann gefährlich sein. Das ist logisch. Und wenn dieser Gedanke trainiert ist ja unsere Realität. Das heißt, unser Gehirn sucht im Außen Bestätigung für diesen Gedanken, den wir trainiert haben. Das ist die Aufgabe unseres Gehirns. So, das heißt, wenn ich zum Beispiel den Gedanken denke, ich bin nicht gut genug, was wir vorhin schon mal hatten als Beispiel. Und du denkst, du hast diesen Gedanken angefangen, weil deine Tante, als du 16 warst, hat dir das irgendwann in so einem Nebensatz gesagt und dann hast du selbstständig angefangen, diesen Gedanken zu denken, ich bin nicht gut genug. Hast du mit 16, mit 17, mit 18, mit 19, mit 20 bis zum heutigen Tag einfach ständig durchgehend gedacht. Das bedeutet, er ist trainiert. Er ist nicht wahr, er ist nur trainiert. Es ist deine Realität. Dein Gehirn sucht immer und überall dann Möglichkeiten, um diese Bestätigung in diesem Gedanken zu finden. Siehst du, die Audition hast du nicht bekommen, die Rolle hast du nicht bekommen, bei dem Vorsprechen, da haben sie auch komisch geguckt. Siehst du, du bist einfach nicht gut genug. Siehst du, das ist der Beweis dafür, dass das stimmt, was du glaubst. Aber es ist faktisch nicht so. Es ist nur ein trainierter Gedanke. So, wenn ich jetzt mit Menschen arbeite und die sagen, ja, ich habe einen Glaubenssatz, dann sage ich, okay, was ist das denn? Dann denken sie ein bisschen nach und dann löse ich das auf und sage, okay, das bedeutet, du hast einfach mit 16 angefangen, einen Gedanken zu denken, den du bis zum heutigen Tag denkst und weil du ihn so häufig denkst, hast du ihn trainiert und deswegen glaubst du an seine Wahrheit. Ist das richtig? Und dann sagen sie, ja, wenn du es so sagst, dann ja. Dann ergibt das Sinn. Okay, und dann sage ich, was ist denn jetzt die Lösung? Wenn der Gedanke faktisch nicht wahr ist, sondern du nimmst ihn nur als wahr, weil du ihn einfach häufig trainiert hast. Was ist dann die logische Lösung? Dass ich einen anderen Gedanken anfange zu trainieren? Ja, exactly. Weil genauso funktioniert unser Gehirn. Unser Gehirn ist neuroplastisch. Das bedeutet, es verändert sich in der Art und Weise, wie wir es benutzen. Wenn du dein Gehirn die ganze Zeit in eine destruktive Art und Weise mit den Gedanken und den Gedanken, die immer nichts Gutes verheißen, trainierst, werden die neuronalen Verbindungen genauso geformt, dass es komplett normal ist, dass es sich für dich wahr anfühlt.
beginnst du dein Gehirn mit anderen Gedanken zu trainieren, werden diese neuen Gedanken deine neue Realität. Dementsprechend wirst du auch neue Umstände für dich erschaffen, weil du andere Fähigkeiten, andere Ressourcen für dich erschaffst. Das bedeutet, wenn die Leute sagen, ich habe einen limitierenden oder ich habe einen tiefsitzenden Glaubenssatz, dann beginne ich erstmal mit denen, diesen Ansatz zu finden, dass sie andere Worte wählen, um eine andere Realität für sich selbst zu erschaffen. Weil diese Wolkenwörter sorgen einfach nur für Benebelung. Das ist so, wie wenn du so eine kleine lila Wolke den ganzen Tag vor dir hast und du siehst deswegen alles in lila, weil du so ganz bisschen noch durchgucken kannst, siehst du es nur in lila und deswegen denkst du, die Welt wäre lila. Aber es ist nicht so. Und du kannst nichts mit der Wolke machen. Du kannst da nicht durchboxen, weil die ist, du kannst nichts mehr machen. Aber zu verstehen, dass diese Wolke eine selbstgemachte Illusion ist in deinem Gehirn, die du selbst erschaffen hast. Niemand sonst, nur du selbst. Und in dem Augenblick, wenn sie beginnen, okay, warte mal, es sind meine eigenen Gedanken, die durch Wiederholung trainiert werden, wodurch ich ihre angebliche Wahrheit bestimme. Wenn ich so machtvoll bin, dann kann ich diesen gleichen Prozess auch mit anderen Gedanken machen, die mir aber dienen, die mich unterstützen, die mein Leben schön machen, die mich bestärken, die dafür sorgen, dass ich meine Träume erfülle. So. Und in dem Augenblick beginnen sie zu verstehen, wie machtvoll sie wirklich sind. Das ist nur, weil sie lernen, ihre eigenen Gedanken zu kontrollieren. Ja, du hast in deinem Buch eine ganze Liste mit Wolkensätzen aufgelistet. Ich kann die nicht alle vorlesen, weil es sind echt sehr viele. Aber ich habe irgendwie alle wiedererkannt, weil ich sie schon mal gehört hatte. Oder teilweise auch tatsächlich selber schon so hatte. Vielleicht nur ein paar Beispiele hier. Also den ersten hast du schon genannt. Ich habe tiefsitzende Glaubenssätze. Genau. Ich stecke fest. Das ist auch sehr häufig, habe ich das schon gehört. Ja. Ich musste Ketten sprengen, das fand ich dann schon ein bisschen kreativer, das hatte ich noch nicht gehört. Ja, es gibt's in der Szene, gibt's das öfters, muss ich leider sagen. Das ist schon so ein bisschen Fremdschämen, immer so ein bisschen, oh, Leute. Ja, es klingt schon sehr artificial irgendwie. Ja. Aber ja, auch ganz häufig heutzutage, ich muss mich von meinen Traumata befreien. Ja. Also wirklich, das begegnet mir irgendwie ständig. Ich muss meine Ängste überwinden. Ich werde meine Blockaden auflösen oder ich muss mich von den toxischen Menschen befreien. Auch das habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Total geil. Aber du hast für alle diese Sätze hast du die gleiche Antwort parat, oder? Also du würdest keinem jetzt was anderes sagen. Nee. Also wir können ja gerade Beispiele, wir können gerade so im Schnelldurchlauf, ich kann jedes Mal einen Satz dazu sagen. Ja, okay, ich stecke fest. Okay, kannst du dich physisch nicht mehr bewegen? Doch. Okay, dann steckst du nicht fest. Du weißt nur aktuell nicht, was dein nächster Schritt ist, um weiter voranzukommen. Das ist doch faktisch das, was dahinter steckt, oder? Ja, Klarheit fehlt. Genau. Ja. Und wenn du sagst, ich weiß aktuell nicht, was mein nächster Schritt ist, um voranzukommen, dann kannst du dein Gehirn damit beauftragen, eine Lösung zu finden. Wenn du sagst, ich stecke fest, dann sagt dein Gehirn, okay. Dann steckst du fest, ne? Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Okay, nächster Satz. Ich muss mich von meinen Traumata befreien. Du musst dich von gar nichts befreien. Weil du bist nicht gefangen. Wenn du mit Traumata arbeiten möchtest, und ich sage nicht, dass es das nicht gibt, Traumata, ist all good, ja. Aber das meiste, was diagnostiziert wird mit Traumata, ist kein Traumata. Traumata sind extremst krasse Dinge, die passiert sind, wo dein gesamtes Nervensystem nicht mehr weiterkommt. Ne, wo du komplett blockiert bist, hier die Amygdala, ne? Dein gesamtes System ist so auf Anspannung, dass dein präfrontaler Kortex, dass der nicht mehr richtig denken kann. Und auch hier ist es so, wenn du denkst, du musst dich von irgendetwas befreien, dann setzt du dich selbst in eine Position, wo du gefangen bist. Und wie kann einer, der gefangen ist, weitermachen? Gar nicht. Der ist gefangen. Das bedeutet, wie mit deinen Worten setzt du dich selbst schachmatt. Ich glaube, in deinem Buch hattest du, ich meine, das war zu diesem Beispiel oder zu diesem Satz ein ganz tolles Beispiel. War das mit den Rettungssanitätern? Vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Ja, das ist ein bisschen makaber, das Beispiel, aber ich finde es ist halt sehr klar. Klar. Also ich habe das Beispiel da genommen, weil diese
traumatischen Erfahrungen entstehen ja in der Regel dadurch, dass wir etwas erfahren, was so einen Schockmoment hervorgerufen hat, wo wir nicht darauf vorbereitet sind. Ja, so, das bedeutet, angenommen, du gehst die Straße lang auf dem Bürgersteig und dann ist direkt neben dir, 50 Meter entfernt, ist ein schwerer Autounfall. Und dann siehst du auf einmal da Menschen, die aus dem Auto raushängen, alle tot oder vielleicht sogar verstümmelt oder. Dann denkst du, boah, scheiße. Ne? Schock für dein Nervensystem, deine Amygdala geht an, bumm, du bist kurz im Schock und dann hast du ein scheinbares Traumata. Ne? Also, simples Beispiel. Rettungssanitäter kommen dahin, sehen das, packen die Toten in so einen Sack ein und ist gut, weil die sehen das halt öfters. So, das bedeutet, Dinge, die im Außen passieren, bedeuten nicht automatisch, dass sie Traumata auslösen, sondern es ist immer die Art und Weise, wie du darauf reagierst. Jetzt kann man sagen, ja gut. Das heißt, Rettungssanitäter sind keine Übermenschen, sondern die haben das halt schon mehrfach gesehen und dann Genau. hat das quasi nicht mehr diesen gleichen Effekt wie jetzt auf mich, die ich das erste Mal sehe. Genau. Okay. Und das bedeutet, wenn wir jetzt sagen wollen, ja, okay, Jens, aber ich habe das ja dann trotzdem. Also, ja, klar. Das ist auch vollkommen legitim, dass das dann ein Schock ist und dass du das mit deinem System dann bearbeiten musst. Vollkommen cool. Aber deine Geschichte, wie du das dann am Leben erhältst, die sorgt dann dafür, dass du weiter in diesem Zustand drin bleibst. Warum sollte ich das denn freiwillig am Leben erhalten? Weil dein Ego diese Geschichte liebt. Aha, da sind wir wieder bei der Geschichte und dem Ego. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß, und das Geile ist immer, guck mal, ich habe mir zur Mission gemacht, ich will Menschen helfen. Aber diejenigen, die mit Traumata und sowas zu tun haben, die ganz fest daran glauben, dass sie ganz viel davon haben, das sind diejenigen, die sich immer angegriffen fühlen, wenn ich über dieses Thema so rede, weil die sagen so, Jens, du weißt gar nicht, was das bedeutet, das geht so schlimm, das ist so schlimm und so weiter. So, woher weißt du? Ich habe schon so vielen Menschen da rausgeholfen, auf so eine einfache Art und Weise. Weil ich angefangen habe, mit ihnen andere Gedanken zu formulieren, dass sie die Realität anders für sich formen können, auf einmal Dinge aus einem anderen Licht betrachten können. Das sind immer die ihr Traumata verteidigen, die eigentlich gar nicht im Endeffekt wollen, dass es weggeht. Das ist immer super spannend. Wenn jemand so total angegriffen davon ist, weil ich so, okay, du willst halt, dass es hart ist und schwer ist. Weil damit rechtfertigst du dein Leiden. Weil auch hier, ist der spannendste Punkt dahinter. Wenn du für dich erkennen würdest, dass Dinge, jetzt unabhängig vom Trauma, ja, sondern alles Mögliche, wenn du für dich eingestehst, dass Leiden komplett frei wählbar ist, ja, das Leiden an sich und diese tiefe Schwere, diese emotionale Schwere, dieser Ballast auf deinen Schultern, was es sonst auch für tolle Metaphern und Wolkenwörter gibt, ne, dass das alles freiwillig gewählt ist, dann müsstest du dir, beziehungsweise dein Ego, sich eingestehen, dass all das Leiden, all die Jahre vollkommen überflüssig war. Und das kann dein Ego absolut nicht ab. Da stellt es sich komplett gegen, sagst so, nein, das war gerechtfertigt, weil er hat das gemacht, sie hat das gemacht, Immer das Gleiche. Ja, ich meine, die Faktenlage endet das natürlich nicht, aber es könnte das Leid beenden, was man selber empfindet, Ja, ne? 100%. Okay. Und auch hier Fakten sind weder gut noch schlecht. Die sind einfach, wie sie sind. Wenn wir zum Beispiel, nehmen wir die Atombombe in Hiroshima. Ja? Damals, ich als Mensch, als Jens sage, grauenhaft. Ja, eine der schlimmsten Dinge in der Menschheitsgeschichte. Faktisch gesehen ist es weder gut noch schlecht. Faktisch gesehen wurde eine Atombombe abgeworfen, so und so viele Menschen sind gestorben und es gab danach radioaktive Strahlung über so und so viele Jahre oder Jahrzehnte. Das sind die Fakten. Ja, und es gibt noch ein paar andere Fakten mit dazu, aber Fakten sind weder gut noch schlecht. Und das müssen wir verstehen. Ja, das auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Okay, nächster Wolkensatz. Ich muss meine Ängste überwinden. Mhm. Was sind Ängste? Ängste sind Emotionen. Mhm. Wie entstehen Emotionen? Durch Gedanken. Durch Gedanken. Okay, das bedeutet, wenn du lernst, andere Gedanken zu denken über ein gewisses Thema, wirst du keine Ängste mehr empfinden. Das ist die logische Konsequenz daraus, oder? Ja, würde ich sagen. Der Grund, dass du immer wieder Angst hast in dem bestimmten Thema ist, und das sehr, sehr natürlich für dich ist, weil du es sehr stark trainiert, oder nicht sehr stark, sondern sehr lange trainiert hast. Dass die gleichen Gedanken auf die gleichen Umstände im Außen kommen und dann jedes Mal als Antwort diese Emotion Angst in deinem Körper spürst. Es gibt, und das ist total geil, das mögen auch die meisten nicht, weil vor allem die so viel Wert auf ihre Emotionen legen.
Es gibt von Dr. Jill Boyd Taylor, gibt es eine Studie und die hat herausgefunden, das ist total geil, die hat herausgefunden, dass Emotionen in unserem Körper, von dem Augenblick, wo sie vom Körper produziert werden, als Response von unseren Gedanken, ne, also im Grunde sind Emotionen ja nur spürbar gemachte Gedanken. Ne, kleine chemische Cocktails, die dann in unsere Blutlaufbahn gepumpt werden. Von dem Augenblick, wo sie produziert werden, bis zu dem Punkt, wo sie von unserem Körper komplett absorbiert wurden und fertig aufgebraucht sind, vergehen etwa 90 Sekunden. Okay. Das bedeutet, unsere Emotionen, wenn wir eine Emotion länger als 90 Sekunden spüren, zum Beispiel Trauer oder Angst oder Wut oder sowas, liegt es daran, weil wir den Gedanken, der diese Emotion auslöst, einfach ständig in der Dauerschleife haben. Weil wir im Widerstand sind, weil wir dagegen ankämpfen, weil wir sagen, das sollte so nicht sein, das ist scheiße, das ist doof, Immer wieder die gleichen Emotionen werden als Response getriggert. Ich sage nicht, dass wir Emotionen nur 90 Sekunden fühlen sollen. Und wenn Emotionen da sind, dann, also in unserem Körper sind, dann sollen wir damit arbeiten, damit umgehen, nicht Emotionen runterschlucken. Das ist super ungesund und das erzeugt Krankheiten und Gebrechen im Körper. Das will ich niemanden, ja. Aber also auch hier nochmal der Disclaimer, wenn emotionale Arbeit notwendig ist, arbeitet mit den Emotionen, wenn sie dann da sind. Das ist wichtig. Aber wir müssen verstehen, dass nur weil sie mal da sind, bedeutet es nicht, dass wir dann Tage, Wochen, Monate lang in dieser Emotion sind. Sondern nach 90 Sekunden ist dieser chemische Cocktail in unserem Körper abgebaut. Das hat mit Sicherheit auch evolutionäre Gründe, ne? Also, weil es kann ja nicht gesund sein, jetzt irgendwie über Stunden diesen Cocktail im Körper zu haben. Ne? Also, das klingt irgendwie logisch. Boah, du hast so eine gute Steilvorlage, Melina. Ich hatte früher eine Seminarreihe, ja, das war vor der ganzen C-Zeit, ja. Ja. Und, oh Gott, da hab ich Ewigkeit nicht mehr erzählt. Dankeschön. Oh, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Du hast bestimmt schon mal eine Doku gesehen, so von Afrika oder sowas, oder? Klar, ja. So? Okay, wir gehen jetzt mal gerade in so eine Doku rein. Und das Doku-Team ist auf diesem Truck und dann sehen die so, da sind so eine Herde Gazellen, ne, die immer so zwischen gucken die hoch, links, rechts, so. Gucken wieder runter, bisschen Gras. Und dann zeigt das Kamerateam ein bisschen weiter nach rechts und da sind so 2 Löwen, ne? Löwinnen, die Löwen, die jagen ja nicht, weil die Arbeit machen immer die Frauen bei den Löwen, ne? So, das ist auch so ein Ding aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene. Alle wollen immer Löwen sein. Die liegen den ganzen Tag faul unter einem Baum. Das sind die Weibchen, die ganze Arbeit machen und die eigentlich alles erledigen. Aber das ist ein anderes Thema. So. Und dann schleichen die sich weiter ran und auf einmal fangen die an zu laufen und die Gazellen sehen das und rennen weg. Und dann hat jeder Löwe, ne, einer ist dann aus dem Bild raus, der andere Löwe rennt hinter einer Gazelle her, ne, und die Gazelle schlägt so Haken, links, rechts, schneller, springt, links, rechts, irgendwie so Dreifach-Salto, keine Ahnung. Und dann der Löwe holt aus, so ein Stück an der Gazelle vorbei, ne, und läuft dann so ins Leere. Okay, Situation vorbei, Gazelle hat's geschafft. Und das Team fährt weiter, weil die Löwen, die traben dann langsam davon. Und so einen halben Kilometer weiter siehst du dann wieder die Gazellen her. Die haben sich wieder zusammengetan, ja. So. Und du siehst dann die Gazellen, so ein paar Minuten später, was machen die? Die fressen weiter ihr Gras und gucken umher, dass nirgendwo ein Löwe ist. Die schütteln sich danach mal kurz, um das Adrenalin aus dem Körper zu bekommen. Das sehen wir auch bei Hunden und bei Katzen, nachdem die sich ein bisschen gekeilt haben mit einem anderen Hund oder einer anderen Katze. Und danach ist das erledigt. Die Gazelle geht nicht hin und sagt so, boah, Steve, ey, hast du das gesehen? Das war so knapp. Oh mein Gott, ich werde diese Geschichte noch meinen Enkelkindern erzählen, wie ich fast von einem Löwen gefressen wurde. Das war so traumatisch. So. Ja. Machen die nicht, sondern die leben komplett im Hier und Jetzt. Ne, natürlich sind wir Menschen ein bisschen komplexer als eine Gazelle, das verstehe ich auch komplett, wir haben andere Gehirnareale, alles gut. Aber evolutionär, wenn wir die Natur anschauen, dann lernen wir schon, wie wir selbst mit äußeren Einflüssen und mit Körperreaktionen umgehen können. Das ist total geil. Gerade bei so einer Emotion wie Angst, ne? Also ja. Ich meine, das war jetzt natürlich auch das klassische Beispiel für den Fall, wo Angst tatsächlich mal lebensnotwendig war und auch geholfen hat. Ja? Wichtiger Punkt. Ja, richtig. Ne? Das heißt, wenn man jetzt irgendwie einem, keine Ahnung, Räuber gegenübersteht auf der Straße, der einem was will und
Angst empfindet, dann darf man wegrennen. Ne? Also dann darf man da Absolut. durchaus etwas tun und die Angst empfinden. Aber wir haben ja jetzt von der Angst gesprochen, die wir halt, die halt nicht lebensgefährdend ist und ja, die Alltagsangst, sag ich jetzt mal, die wir so empfinden. Wir Menschen sind die einzigen, ich weiß gar nicht, falls jemand die Studie hat, dann gerne mir einfach in Instagram schreiben, mir nochmal sagen, ich habe leider vergessen, von wem die ist. Aber es wurde da untersucht, wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die Angst oder die Stress und Angst im jetzigen Augenblick empfinden können, obwohl kein äußerer Faktor dafür verantwortlich ist. Nur durch unsere Gedanken. Weil wir an zukünftige Events denken. Sowas wie, oh mein Gott, morgen habe ich dieses schwierige Gespräch und wenn das nicht gut geht, werde ich gekündigt. Oh mein Gott, ich habe so eine Angst. Ich habe Stress, ich habe Anspannung. Wir sind das einzige Lebewesen, was das kann. Das ist total krass, wie destruktiv das ist. Ich frage mich auch, also tatsächlich in letzter Zeit habe ich mich öfter gefragt, warum? Warum haben wir Menschen teilweise diese seltsamen, ich weiß nicht, ob man es Fähigkeiten nennen will, aber die dann letztendlich dazu führen, dass es destruktiv ist. Also dass wir damit halt auch uns selbst im Weg stehen können oder halt einfach auch nicht gut tun können. Ja? Also ich glaube, das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, aber ich glaube, es hilft halt eben auch sehr enorm dabei bei einer Planung. Ne, weil um ein mögliches Worst-Case-Szenario vorzubeugen und dementsprechend jetzt andere Entscheidungen treffen zu können. Dahingehend würde ich das sogar sinnvoll empfinden, wenn ich merke, okay, wenn die Situation eintritt, das wäre die Hölle. Okay, aber was kann ich tun? Was kann ich jetzt für andere Stellschrauben jetzt gerade drehen, damit das nicht passiert, sondern das? Also eine ganz andere Richtung. Und das, was die meisten machen, ist, sie bleiben einfach auf der Strecke. Sie empfinden die Angst und sagen so, hoffentlich passiert das nicht und geben ihren gesamten Fokus auf diese Strecke, die sie nicht wollen. Ja, stimmt. Also Risikoanalyse ist in dem Falle hilfreich dann. Ne? Genau. Ja. Wird wahrscheinlich auch mit einer der Gründe sein, warum wir Menschen evolutionär an dem Punkt sind, wo wir gerade sind. Weil wir halt vorausschauend planen können. Ja. Ich werde meine Blockaden auflösen. Ja, sind die eine Brausetablette? Auch hier, was ist denn eine Blockade? Ist das etwas, wo du gehst und auf einmal ist ein 5x5 Meter großer Block vor dir auf der Straße? Nein, natürlich nicht. Aber da habe ich mich tatsächlich jetzt irgendwo wiedergefunden bei diesem Satz, muss ich zugeben. Ja, das wird auch sehr häufig genannt. Ja. Also es klingt jetzt so dramatisch, aber ich hatte eine künstlerische Blockade letztes Jahr. Gefühlt zumindest und wusste dann wirklich nicht genau, wie komme ich da raus. Also tatsächlich hat mir da auch ein Buch weitergeholfen, The Artist's Way, ich weiß nicht, der Weg des Künstlers nennt sich das Buch, aber letztlich hat das über den Weg in die Aktion, also auch wieder ins Tun, jetzt mal ganz plastisch runtergebrochen oder einfach vereinfacht runtergebrochen, hat dann geholfen, ne? Dass ich daraus gefunden habe. Aber sorry, zurück zu deiner Antwort auf diesen Wolkensatz. Nee, das ist ein super wichtiger Punkt. Und auch hier in die Aktion zu gehen, ich sage nicht, dass das nicht hilft. Ne, definitiv. Wenn du an einem Punkt bist, wo du irgendwie nicht weiterkommst, wenn du für einen kurzen Zeitpunkt, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, in einen blinden Aktionismus gehst, du machst einfach ganz viele Dinge, wie nach dem Spaghetti-Prinzip, ne, gekochte Spaghetti, du wirfst Spaghetti gegen die Wand und guckst, welche kleben bleiben. Guckst, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ne? Aber das ist oft halt so also es gibt natürlich Szenarien, da ist es dann egal, da kannst du es einfach easy peasy machen, aber oftmals ist so ein nicht Kopf gegen die Wand, sondern mit dem Kopf durch die Wand Attitude. So. Und ich sage immer so, ja, okay, du musst nicht mit dem Kopf durch die Wand rennen, guck da einfach mal links und rechts, weil da ist eine Tür. Dann gehst du halt 3 Meter weiter links und dann gehst du einfach durch die Tür durch. Sagen die anderen, ja, aber ich habe mir bewiesen, dass ich stärker bin. Ja, ich habe gezeigt, dass ich schlauer bin. Worüber reden wir? Das sind ja. Und die Sache ist, wenn wir sagen, ich habe eine Blockade, ne? Jedes Mal, wenn wir sagen, ich habe oder ich bin, dann ist es so etwas wie, das ist gesetzt. Das kannst du nicht wegdiskutieren, das ist da. Aber wenn wir, das geht jetzt ein bisschen sehr ins Philosophische rein, eigentlich gibt es nichts, was da ist, sondern es gibt sondern alle Dinge sind nur das Resultat aus ständigen Wiederholungen von irgendetwas. Auch auf der atomaren Ebene. Zum Beispiel der Tisch, auf dem gerade mein Laptop ist oder das Mikrofon hier steht. Jetzt kann man sagen, ja, der Tisch ist da,
wenn wir ganz faktisch, also wirklich sehr philosophisch, aber wenn wir es faktisch betrachten, sind es einfach nur Atome, die ganze Zeit die gleiche Zeit weiter vibrieren und deswegen diese Materie aufrechthalten. Das bedeutet, es ist ein aktives Aufrechthalten, was dafür sorgt, dass diese Sache hier vor mir ist, was wir Tisch nennen. Was ist eine Blockade? Wenn ich sage, ich habe eine Blockade, ist das etwas, was tatsächlich da ist, oder ist es eher etwas, was von mir selbst aufrecht gehalten wird? Was würdest du sagen? Was trifft eher zu? Das natürlich. Also das war auch meine Erkenntnis tatsächlich Genau. dann, ne? Also dass ich mir letztlich da selber irgendwo ja, gedanklich im Weg gestanden habe, ne? So. Absolut. Ja. Absolut. Und wenn wir jetzt verstehen, ja, okay, die Blockade, also vermeintlich Blockade, ist nichts weiter als eine Ansammlung an Gedanken, die ich denke, die mich immer wieder in die gleiche Position oder in die gleiche Einbahnstraße bringen. So, und dann gehe ich wieder raus und fange an, die gleichen Gedanken wieder zu denken. Weil ich denke, wenn ich noch 3-mal in diese Einbahnstraße reinläufe, dann ist es bestimmt eine Durchfahrtsstraße geworden. Aber es ist faktisch nicht so. Deswegen, anstatt zu sagen, ich habe eine Blockade, sag doch eher, ich denke aktuell zum Thema XY Gedanken, die mich immer wieder an den gleichen Punkt bringen, aber nicht weiter. Das bedeutet, ich benötige andere Gedanken. Weil das ist letztendlich das, was ja auch dir dann, was dann auch langfristig dann dir hilft oder dir geholfen hat, andere Sachen zu tun. Du hast bei dir rausgefunden, indem du dann Dinge probiert und getestet hast, aber du hast ja diese Dinge auch mit neuen Gedanken verbunden. Absolut, ja. Inspiration ist da leider ein bisschen ausgelutscht, so als Wort, als Begriff dafür. Aber letztlich, gerade wenn man jetzt, also Künstler, ne, ich fasse das jetzt mal sehr weit, Schauspieler oder halt auch bildende Bühnenmenschen Künstler oder, einfach. ne, aber halt auch Leute, die jetzt zeichnen oder malen oder schreiben. Wir leben halt davon, dass wir nicht nur in unseren eigenen Gedanken schwelgen und daraus unsere Ideen ziehen, sondern wir brauchen tatsächlich auch Input von außen, was dann landläufig als Inspiration bezeichnet wird. Ne? Da Vinci, bad artists copy, good artists steal. Ne? Sein Zitat. Ja, schon. Also man macht immer irgendwas Eigenes draus, in der Regel. Genau. Aber klar, diese Inspiration von anderen Künstlern und von anderer Kunst ist definitiv wichtig, ja. 100%. Okay, ich glaube, einen Wolkensatz haben wir noch. Ich muss mich von den toxischen Menschen befreien. Ja, ich liebe den Satz. Ich liebe das, weil das ist einfach, das ist so die Hymne, das ist die Hymne der Opferpositionsmenschen. Wenn angenommen jemand sagt, ich habe einen toxischen Partner oder eine toxische Partnerin, vollkommen egal, oder einen toxischen Chef, dann ist meine erste Frage, oh krass, also arbeiten die mit Giftgas oder sind das so wie so Giftfrösche, die so kleine Pfeile abschießen oder wie so eine Schlange, die so dann so dich beißen? Wie vergiften die dich? Ja, nee, das ist, du weißt doch, wie ich das meine. Ich so, nee, muss mir erklären. Ich bin doof. Erklär mir das bitte. Ja, die haben ein ganz destruktives Verhalten. So, okay, also sie machen einfach etwas, was du nicht magst. Ja. Und und weiter, warum sind die dann toxisch? Können die dich faktisch vergiften? Ja, nee, das nicht. Warum sagst du es dann? Weil in dem Augenblick, wo du sagst, andere Menschen können dich vergiften oder haben eine giftige Art, dann musst du dann musst du vorsichtig sein. Wenn das passiert, wenn du dich mit deinen eigenen Worten, in deiner Realität in so eine Position begibst, dann kannst du nicht anders agieren als Opfer. Als jemand, der immer den Kürzeren zieht in Verbindung mit der anderen Person. Und seitdem wir jetzt herausgefunden haben, dass andere Menschen dich nicht vergiften können, sondern dass es nur ihre Art ist, wie sie sich geben, wie sie reden, wie sie sind, was auch immer, und du dann darauf reagierst, indem du das Gefühl hast, du bist negativ manipuliert und fühlst dich dann schlecht. Ja, du leidest. Zwinker. Ja. Woher kommt das? Woher kommt das, dass du leidest? Ja, weil ich übernehme das Denken von dem anderen. Ja, also das sind jetzt meine Worte schon. Ne? Du übernimmst das Denken von der anderen Person. Und warum? Weil du nicht mental stark genug bist, deine eigenen Gedanken zu denken. Erstmal ganz ehrlich, in einem Raum, wo
ich nehme jetzt mal gerade mich als Beispiel. Ne? Und ich will mich damit selbst nicht hochreden. Ich rede auch eigentlich nicht häufig über mich selbst. Ne? Ich mag das nicht so. Ich demonstriere lieber, wie es dann in der Praxis ist. Aber ich bin eine mentale Festung. Ernsthaft. Du kannst 20 Menschen in einen Raum mit mir stellen. Von mir aus sind alle so betitelt, dass sie hochgradig toxisch sind. Von mir aus ist mir vollkommen egal. Ich bin genauso entspannt jetzt, währenddessen und danach, wie wir hier gerade das Podcast-Interview haben. Weil toxische Menschen können nur andere Menschen vergiften, wenn du den Raum dafür öffnest, dass sie es tun können. Wenn du mental stark bist, wenn du deine Gedanken unter Kontrolle hast, wenn du bei dir bleibst, dann können die sagen, was sie wollen. Es resoniert doch nicht mit dir. Das Ja, es ist, bedeutet, da gehören immer zwei dazu. Der scheinbar toxisch ist und der sich vergiften lässt. ja, faktisch gesehen hast du absolut recht, neutral Ja, betrachtet, ja. Es ist halt nicht so einfach in der Realität tatsächlich, in der eigenen aber Wahrnehmung, warum? so. Aber warum? Ja, meistens hat man halt, also wenn wir jetzt von toxischen Menschen sprechen, nicht der, keine Ahnung, Busfahrer, der dich immer bescheuert behandelt, sondern wenn es jetzt ein Familienmitglied ist, wenn es dein Partner ist und so weiter, ne? Mhm. Dann ist es, also, weil meine Lösung wäre eigentlich immer, okay, toxischer Mensch, goodbye, ich gehe, so, ich, ne, Genau. halte mich von dir fern. Mhm. Aber das möchte man vielleicht nicht unbedingt bei Familienmitgliedern, bei den engsten Familienmitgliedern vielleicht nicht machen. Ja, vielleicht hat man auch irgendwo eine Vermutung, woher dieses Verhalten rührt bei der Person und denkt sich so, ja, eigentlich, ne, wie gesagt, man ist verwandt, man möchte auch irgendwo vielleicht den Kontakt nicht abbrechen aus diversen Gründen. Ja, das kann vielfältig sein. Und dann hat man aber diese Misere, dass, okay, es fühlt sich nicht gut an. Kann man das dann trotzdem selber für sich, obwohl man nicht den Abstand, also obwohl man jetzt den Kontakt nicht abbricht, kann man das trotzdem für sich irgendwie managen? Klar. Das ist ja genau das gleiche Prinzip, was ich eben meinte. Wenn du jetzt hier 10 Leute in den Raum stellst, nur mal angenommen, ich wäre mit allen verwandt, ne? Und alle sagen so, Jens, was machst du denn da? Mach doch mal was Ordentliches. Also als ich so alt war wie du, hatte ich schon 2 Kinder und ein Haus. Oder sowas, keine Ahnung. Da sag ich so, ja, ist okay. Ich nicht. Dafür habe ich mehr Geld als du. Zum Beispiel. Ja, Ja. so. Nee, aber es ist halt egal, egal in welchem Raum du dich befindest. Mentale Stärke bedeutet nicht, dass du dich von Menschen trennen musst. Es bedeutet, dass du alles erleben kannst, ohne von beeinflusst zu werden, weil du deine eigene Realität erschaffst. Das bedeutet, Hm. wenn du mental stark bist, dann ist es vollkommen egal, was deine Verwandten, Familienmitglieder, Freunde, wer auch immer sagen. Du bist bei dir, du bist in deiner Klarheit, du bist in deiner Mitte, du bist fokussiert und klar. Dann, die können dich nicht vergiften, wenn du nicht den Raum dafür öffnest. Und ich bin ein riesengroßer Freund davon, Beziehungen zu Menschen, egal wer das ist, egal wer, ob es Familie ist, Freunde, vollkommen egal, abzubrechen und einfach zu beenden, wenn diese Menschen dir boswillig immer etwas reinwürgen. Also zumindest es versuchen, die schaffen es nicht, ja, aber wenn sie es versuchen, weil es ist eine Form von, wie, wie wertvoll, wie sehr gibst du dir selbst den Wert? Also, wie wertvoll bist du dir selbst? Wenn du sagst, ja, aber wir sind verwandt, was bedeutet das? Zufällig habt ihr ein paar DNA-Stränge gleich. Wow. Ja, was soll das sonst bedeuten? Nichts. Das ist faktisch. Wenn dir Menschen nicht, gibt diesen Satz, wenn es dich deinen inneren Frieden kostet, dann ist es zu teuer. Hm. Und der Satz, der ist so gut. Ne, wenn du merkst, auch wenn er oder sie dich, wer auch immer das ist, nicht an dich rantritt, aber wenn du jedes Mal merkst, wie die Person versucht, dich in irgendeine Ecke zu schieben, jedes Mal irgendwas unterzuschieben, dir irgendwelche Gedanken ins Ohr zu setzen, oder, ja, dann sagt einfach so, ja, okay, dann bis in 10 Jahren. Vielleicht geht's dir anders. Meld dich einfach, wenn du anders mit mir reden möchtest. Wenn die sagen, ja, das ist ja voll asozial von dir, dann sagst du, ja, okay, dann bin ich halt der Böse, ist mir egal. Es kostet mich meinen inneren Frieden. Ciao. Es tut nichts zur Sache.
Und das ist dieser Punkt, den wir für uns, es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach wahllos Menschen aus unserem Leben entfernen sollen oder das meine ich gar nicht. Aber wenn du nicht für dich einstehst, das, was dir wichtig ist, wie kannst du dann erwarten, dass andere dich erstens respektieren, dich ernst nehmen, dich für voll nehmen und vor allem, dass du dir in den Spiegel, im Spiegel ins Gesicht gucken kannst wirklich sagen, boah, ich bin stolz auf dich. Wie soll das gehen, wenn du für dich selbst nicht einstehst? Würdest du denn sagen, weil da hast du gerade das Wort Selbstwert benutzt und ja, ich finde ich auch mega wichtig heutzutage, Selbstwert. Ich finde, das trifft es auch sehr gut im Kern. Würdest du sagen, Selbstwert braucht man, um mental stark zu werden? Oder würdest du sagen, das ergibt sich, sobald man mental stark wird? Hm, mega gute Frage. Auch hier, ich habe einen leicht anderen Ansatz, sagen wir es mal so. Dein wahrer Selbstwert, den erkennst du, wenn du verstehst, dass dein Selbstwert unantastbar ist. Und wie ist das hergeleitet? Es gibt ein Buch, das heißt Ein Kurs in Wundern. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Mhm. Das ist so, wie nenne ich das? Ohne dass es jetzt total abgespaced und freaky klingt. Sagen wir sowas wie, das ist die spirituelle Bibel der Neuzeit. Das ist eine Frau, ich glaube in den 1970ern, und die hat irgendwie Jesus gechannelt. Und da draußen ist ein Buch entstanden von 1200 Seiten, ultra dünne Schrift, ultra kleine Schrift, hochkomplex geschrieben, dass jedes Buch also das Buch wurde keine Ahnung, fast jede Sprache der Welt übersetzt, weil das so extrem ist und wirklich ganz akkurat übersetzt. Da ist am Anfang, da wird genau definiert, welches Wort warum so übersetzt wurde. Also wirklich, also ich kann von dem Buch immer nur 1, 2 Seiten lesen, danach muss ich eine Stunde Pause machen und darüber nachdenken. Also wirklich, das ist ultra komplex. Wie dem auch sei, es gibt eine einfachere Version davon. Und dieses Buch ist von, ich glaube, Marianna Williams, irgendwie so heißt sie. Das Buch heißt Zurück zur Liebe. Ja. Und ich weiß echt noch, als wäre es wirklich heute oder gestern gewesen. Ich hatte damals dieses Buch gelesen, Rückkehr zur Liebe. Und dann sind das so 20, 30, 40 Seiten, so, ich bin die ganze Zeit am Lesen und total schön, super tolle Inhalte. Und dann kam es zu einer Seite und dann war an dem Punkt, warst du schon emotional oder ich dann auch, als ich das gelesen habe. Und dann kommst du zu einer Seite und da steht dann ein Satz. Und da stand dann, nichts, was du tust, denkst, sagst oder glaubst, ist wirklich nötig, um deinen Wert zu definieren. Nichts, was du tust, denkst, sagst oder glaubst, ist wirklich nötig, um deinen Wert zu definieren. Melina, ich habe das gelesen, ich habe 10 Minuten lang geweint. Wirklich, Hm. weil das hat so eine Erleichterung für mich hervorgebracht, weil ich damals noch gedacht habe, so, boah, ich muss meinen Wert die ganze Zeit unter Beweis stellen und zeigen und dafür was tun und so weiter. Aber da habe ich erkannt, dass das eine Illusion ist. Und zwar, es gibt 3 Werte, die wir als Mensch haben können. Einmal den Selbstwert. Das ist der Wert, den wir als Mensch haben. Der ist unantastbar. Der kann nicht weniger als vollkommen und perfekt sein, egal wer du bist, egal was du tust. Dein Wert als Mensch ist unantastbar. Dann gibt es aber noch den gesellschaftlichen Wert und es gibt den wirtschaftlichen oder unternehmerischen Wert, je nachdem, wie du es definieren möchtest. Gesellschaftlich, wie wertvoll bist du für deine Mitmenschen? Bist du angenehm? Bist du hilfsbereit? Sind sie gerne mit dir zusammen? Haben die Menschen ein gutes Gefühl, wenn sie mit dir zusammen sind? Und so weiter. Das ist der gesellschaftliche Wert. Und dann gibt es den wirtschaftlichen oder unternehmerischen Wert. Wie sehr ist dein Mehrwert, den du deinem Unternehmen bringst, da wo du angestellt bist oder wenn du selbstständig bist, wie viel Wert produzierst du für die Gesellschaft im unternehmerischen, wirtschaftlichen Sinne? Und diese beiden Werte, die können durchaus sehr, sehr, sehr gering sein oder auf Null sein oder die können auf Maximum sein. Aber das, was die meisten halt nicht verstehen, ist, das sind 3 verschiedene Werte. Du kannst hier gesellschaftlich kannst du grottig sein. Du kannst wirtschaftlich grottig sein, aber trotzdem bist du als Mensch in deinem Wert unantastbar. Was die meisten aber halt machen, ist, sie verknüpfen immer den Wert, den wir als Mensch haben, mit einem dieser anderen Werte und setzen den gleich. Ich arbeite viel und bin total erfolgreich, deswegen bin ich wertvoll als Mensch. Und wenn dieser Job dann wegfällt, dann glauben sie die Illusion, dass ihr eigener Wert abnimmt als Mensch. Aber, und das ist dieser Punkt, zu deiner Frage hin, was kommt zuerst, mentale Stärke oder ein hohes Selbstwertgefühl? Als allererstes, wenn du wirklich
ein hohes Selbstwertgefühl bekommen möchtest, ist, dass du durch die Illusion blickst, dass dein Selbstwert auch nur ansatzweise antastbar ist. So hat das noch keiner zusammengefasst. Und diese 3 Werte, also das, wow, krass, also total wertvoll. Danke. Gerne. Ich bin halt drauf gekommen, weil ich mache, gut, da muss ich jetzt ganz kurz ausholen. Also ich mache Kampfsport und Ich auch. was machst du denn? Ich bin Boxer. Ja, Ich richtig, liebe stimmt. Ich habe es Boxen. im Buch gelesen, genau, Ja. da hast du es Was erwähnt. machst Ja, du? ich mache Wing Chun und Luta Livre. Oh, geil. Ja, Oh, voll und gut. ja, ich war beim Training und ich habe halt mitbekommen, wie 2 Schülerinnen zum Probetraining da waren und mein Trainer ihnen dann am Abschluss dann noch Fragen beantwortet hat. Und unter anderem habe ich dann aufgeschnappt, wie er sagte, naja, also, weil sie gefragt haben, ne, wie ist das, wenn sie halt einem potenziellen Gegner auf der Straße gegenüberstehen und dann quasi handeln sollen, ja, also weil weglaufen nicht geht. Und dann hat er halt gesagt, naja, also ihr könnt davon ausgehen, dass der andere euch nichts Gutes will, wenn er zum Angriff gegen euch vorgeht. Und ihr müsst damit rechnen, dass das Schlimmste bevorsteht, also dass er das Schlimmste möchte. Im schlimmsten Falle halt euer Leben beenden. So. Und eure einzige Option ist, sofern ihr euch über euren Selbstwert im Klaren seid, ist dann auch eure äußerste Handlung einfach, eure äußersten Handlungsmöglichkeiten durchzuziehen. Ja? Mhm. Also er hat darauf angespielt, dass wir uns natürlich über unseren Selbstwert bewusst sein müssen, tatsächlich, was wir meistens nicht sind, ja, in so einer Extremsituation. Weil viele Frauen vor allen Dingen haben Hemmungen, andere Menschen auch in Notsituationen zu schlagen, um mit der Absicht, sie ernsthaft zu verletzen. Ja? Das ist halt einfach in unserer Gesellschaft ja auch nicht mehr nötig. Wir müssen ja nicht, wenn wir über die Straße zum Einkaufen gehen, damit rechnen, angegriffen zu werden. Also in der Regel nicht. Ja? So, und deswegen haben wir das nicht auf dem Schirm. Aber er hatte halt darauf angespielt und ich fand das so augenöffnend irgendwie, dass das Thema Selbstwert, es wird uns ja genauso wenig vermittelt wie mentale Stärke. Ja. Und wenn man sich aber nicht dessen bewusst ist, dass, wie du gerade gesagt hast, jeder Mensch einen vollkommenen Selbstwert eigentlich schon hat, so Gott gegeben, Geburt gegeben, wie auch immer man es bezeichnen möchte, dann im schlimmsten Falle sind wir noch nicht mehr in der Lage, uns zu verteidigen, unser Leben zu verteidigen. Ja, also jetzt wäre der schlimmste Fall, aber auch im Alltag natürlich nicht. Genau. Ja, von daher finde ich mega gut, auch voll schön von ihm so dargestellt. Das ist er ist ein sehr cooles Beispiel. Ja. Top-Coach. Ich hatte ihn auch schon im Podcast tatsächlich. Das hatte ich gesehen, das war die 3. Folge oder sowas, ne? Dritte oder vierte. Dritte oder vierte, ja, genau. Ja. Habe ich gesehen. Ja, von daher super Einschub da auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Ja. Was ich auch gelesen hatte, da würde ich gerne jetzt zum Schluss nochmal drauf kommen. Ich zitiere aus seinem Buch: Je mehr Integrität wir als Menschen haben, desto mehr beweisen wir uns selbst, was wir tun können, und desto mehr Glauben entwickeln wir uns selbst gegenüber. Genau. Mega wichtig. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir in der heutigen Zeit kultivieren können, was die wenigsten drauf haben. Ja, so selten. Wer ist noch integer? Ja, also wer hat Integrität? Ja. Also ich habe ja so eine, ist jetzt keine Werbung, ich habe ja so eine School-Community, und in der, wo wir ganz bewusst daran arbeiten, ich baller das jeden Tag mit denen durch. Sei integer, mach heute die Aufgaben, die du dir vorgenommen hast. Und die Wichtigkeit, die ist vielen nicht bewusst. Aber wir wollen ja, dass wir wichtig sind. Wir wollen Anerkennung. Wir wollen von anderen Menschen gesehen werden. Wir wollen Zuneigung bekommen von anderen Menschen und. Und wir wollen, dass andere Menschen uns glauben. Wir wollen selbst an uns glauben. Aber was die meisten halt machen, den lieben langen Tag, sie prahlen damit, was sie alles tun werden, machen es dann nicht und erzählen dann eine traurige Geschichte, warum sie es nicht geschafft haben. Und dann gehen sie wieder hin und prahlen wieder damit, bekommen dann immer natürlich den Zuspruch, ne, weil wenn jemand was groß ankündigt, dann ist man so, wow, dass du dich das traust, wow, das ist so mutig von dir. In dem Augenblick hat die Person noch gar nichts gemacht. Das bedeutet, sie bekommt die Anerkennung und den Ruhm, obwohl sie nichts gemacht hat. Nur geprahlt.
So, und dann erzählen sie die traurige Geschichte, dann bekommen sie Mitleid und Anerkennung und Zuneigung und Empathie. Das fühlt sich alles gut an. Und unterm Strich haben sie nichts gemacht. Und dann wundern sie sich, dass sie kein Selbstvertrauen mehr entwickeln. Ja, ist doch logisch. Wenn du dir nicht mal selbst ein eigenes Wort geben kannst, dass du das tust, was du sagst, was du tun wirst, ist es dann nicht die logische Konsequenz, dass du dich selbst darauf systematisch trainierst, dass du dir selbst nicht vertrauen kannst? Und wenn du dir selbst nicht vertrauen kannst, dann werden andere dir auch nicht vertrauen können. Also, du kannst ja gerade mal in deinem Kopf durchgehen, wen du in deinem Bekanntenkreis kennst oder die Zuhörer, wen ihr kennt, die Person, die immer alles anfängt und nie durchzieht. Würdet ihr in einem Extremfall, in einer Extremsituation, würdet ihr diese Person um Hilfe bitten? Eher weniger. Es ist so, ja, also wenn kein anderer da ist, dann ja, aber wenn du noch andere hast, also ich habe zum Beispiel, ich hab einige Freunde, da weiß ich, wenn ich die sind am anderen Ende der Erde, wirklich, schwöre ich dir, die sind am anderen Ende der Erde, wenn ich sage, ich brauche euch so schnell es geht hier vor Ort, egal wo ich dann gerade bin. Ich kann dir Brief und Siegel drauf geben, einen Tag, 1,5 Tage später, je nachdem, wann sie einen Flug bekommen, sind die da. Egal was ist, die würde ich anrufen. Diejenigen, die sagen so, wo ich immer weiß, so, ja, die haben das mal angefangen, dann aufgehört, dann haben die das angefangen und aufgehört. Also damit meine ich jetzt nicht, wenn du dich ausprobierst oder wenn du in so eine Entdeckungsphase gehst. Ne, das ist mega wichtig, das ist mega wertvoll. Ich meine jetzt mehr so dieses, ja, ich will jetzt mutiger sein oder ich will jetzt das sein und ich stehe jetzt für mich ein und dann ziehen sie das nicht durch. Ich mache jetzt die Übung für mich. Ich mache jetzt Selbstliebeübungen. Ich mache jetzt Tagebuch, damit ich reflektierter werde. Ich lese jetzt jeden Monat lese ich ein Buch, damit ich also Persönlichkeitsentwicklung, damit ich mich weiterbilde. Und dann sagen sie, ja, aber habt ihr nicht gesehen, die neue Staffel von Law of Order kam raus. Oh, ne, oder keine Ahnung was, ja. Ich mache nächsten Monat weiter. So, wenn du so jemanden hast, dann denkst du doch so, ja, okay, kann ich der Person wirklich vertrauen, wenn die was sagt? Ja, und damit meine ich nicht mit dieses, gerade wenn man, das ist zum Beispiel bei dir auch so ein Punkt, was du ja gesagt hast, du bist ja auch sehr, sehr viel interessiert, du hast schon dich viel ausprobiert, das ist mega, weil wir müssen ja ganz viel ausprobieren, um herauszufinden, was wir letztendlich tun wollen im Leben. Ne? Wie können wir wissen, was unser Lieblingsessen ist, wenn wir unser Leben lang nur ein Gericht gegessen haben? Das ist totaler Quatsch. Deswegen, das ist mega wichtig. Es geht mehr so um die Menschen, die halt immer alles ankündigen und sagen so, ich mache jetzt dies und das und dann große Pläne, ich werde das machen und dann ja, die einfach ihr Wort nicht halten oder die sagen und ich bin ja immer so ein Freund von Extrembeispielen, ne, weil das Dinge oft klar werden lässt. Wenn du in einer Beziehung bist, nehmen wir auch wieder hier Mann, Frau und angenommen es ist Samstag und der Mann sagt morgens nach dem Aufstehen, weil der Mülleimer ist quellend voll, ne? Das fällt schon oben raus, die Plastikpackung und sowas. Und dann sagt der Schatz, ich bin gerade noch was am machen, bis um 12 bringe ich den Müll raus. So, also sagt er zu ihr. Und dann ist es 11, halb 12, Viertel vor 12, 10 vor 12, 5 vor 12, 1 Minute vor 12. Ich schwöre dir, wenn du diesen Müll noch nicht rausgebracht hast, egal was du gerade machst, auch wenn du gerade dabei bist, mitten in einem Zoom-Call bist, du sagst, Leute, ich brauche 5 Minuten Pause, ich muss Müll rausbringen. Warum? Weil du kannst sagen, ja, aber in 5 Minuten ist der Zoom-Call vorbei, dann bringe ich dann den Müll raus. Nein. Du hast dein Wort gegeben, dass du bis um 12 diese Aktion machst. Dann halt dein Wort. Wie kannst du dir selbst in den Spiegel gucken, wenn du weißt, du lügst dich selbst und alle anderen die ganze Zeit an? Wie kannst du das machen? Entweder für die Zukunft besseres Timing, besseres Zeitmanagement oder nicht so wahllos dein Wort überall hingeben und dich dann immer aufbauen. Ja, ich werde das alles erledigen. Nein, mach's einfach nicht. Hör auf, diesen falschen Ruhm einzuheimsen. Gerade auch in Unternehmen sieht man das ganz, ganz, ganz oft. Die dann immer groß was ankündigen, dann machen sie es nicht, dann bekommen sie Mitleid und dann bekommen sie dies, das, jenes und ganz viel Aufmerksamkeit. Und diejenigen, die halt einfach ihr Wort halten, die einfach richtig gute Arbeit machen, weil sie keine dramatische Geschichte drumherum machen, deswegen, Integrität ist in der heutigen Gesellschaft so selten, aber es ist so wichtig. Das ist so wichtig. Oh mein Gott.
Ah, Okay, jetzt haben wir ganz viel über die, ich sag mal, die Ursache gesprochen, die Ursache des Problems, ja. Warum, oh warum Gott. mangelt es an mentaler Stärke? Was kann denn Mhm. jeder, also wirklich jeder, der jetzt zuhört oder zusieht, tun an einer, vielleicht, ja, eine Kleinigkeit, einen kleinen Schritt, was auch immer, wo du sagst, das kann man quasi fast sofort beginnen, um zumindest in die richtige Richtung zu gehen. Außer jetzt dein Buch zu kaufen, natürlich. Außer mein Buch zu kaufen. Außer dein Buch Zwinker, zu kaufen. Zwinker. Ja. ähm, also es ist gerade, also es ist schwierig, so universell eine Sache vorzugeben, die quasi immer hilft. Also ich kann sagen, das, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist halt, wenn du dich in Meditation trainierst. Ne, weil Meditation hilft einfach enorm, dass du lernst, deine eigenen Gedanken zu beobachten, dass du nicht direkt alles glaubst, was du denkst, sondern deine Gedanken auch, dass du imstande bist, mehr und mehr deine Gedanken selbst zu hinterfragen. Und dabei muss es nicht sein, dass du dich stundenlang hinsetzt. Wenn du dich morgens kurz nach dem Aufstehen hinsetzt, 10 Minuten. Einfach 10 Minuten. Versuchen nur den Atem zu beobachten. Wenn du über irgendwas nachdenkst, sagst du, okay, hallo Gedanke, ich gehe wieder zurück zum Atem. Einfach 10 Minuten, Handy-Timer auf 10 Minuten stellen. Irgendwann klingelt's, musst keine Gedanken machen, ob du zu lang bist, ob du zu spät zur Arbeit kommst, vollkommen egal. Stellst dir gerade einen Timer, dann ist gut. Das ist so eine Übung, die ist sehr universell, deswegen zieht sich Meditation seit Anbeginn der Menschheit auch in jeder Kultur durch, weil es einfach so wirkungsvoll ist, auch wenn es sterbenslangweilig ist als Praxis und die Leute sagen nicht so, ja, ich meditiere jetzt, sondern die sind so eher so, ja, okay, dann mache ich das halt. Ne? Aber das hat mit einer der größten Effekte, muss ich schon sagen. Ich würde aber den Fokus auf also wenn es jetzt wenn wir in Konzepten denken und reden, das hatte ich vorhin ja schon angesprochen, das finde ich ein ganz, ganz schönes Wrap-up so. Es gibt 3 Säulen der mentalen Stärke und ich würde mich auf eine dieser 3 fokussieren, um den Einstieg dafür zu bekommen. Die erste Säule ist, Gedanken, Emotionen kontrollieren. Ne? Dass wir jedes Mal, wenn du irgendwas fühlst, dass du nicht sagst, ich bin traurig, sondern dass du sagst, okay, ich fühle Trauer und dann, welcher Gedanke hat denn diese Trauer gerade ausgelöst? Dass du es quasi jedes Mal, wenn du etwas fühlst, dass du es einfach hinterfragst, um dich da drin zu trainieren in der Analyse. Dass du lernst, deine Gedanken mehr und mehr zu analysieren, zu erkennen, weil dann fällt es dir leichter, sie zu kontrollieren. Okay? Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist, Fakten von Geschichten trennen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, jedes Mal mir die Frage stellen, okay, was sind hier die Fakten? Und einfach versuchen, Fakten aufzuzählen. Das muss man trainieren, weil man ist oft so da drin trainiert, die Geschichte zu erzählen, so richtig in die Geschichte reinzugehen, dass man gar nicht die Fakten erkennt, weil man so benebelt ist von den ganzen Geschichten, den ganzen Emotionalitäten und den Bewertungen und allem drumherum. Aber das ist enorm wichtig. Und die dritte Säule ist, das Konzept ist nicht von mir, das ist von Viktor Frankl. Und das ist, Raum zu erschaffen zwischen Reiz und Reaktion. Ne, aus seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, hat er, als er im KZ war damals, hat er quasi diese Erkenntnis für sich gehabt und hat es dann später aufgeschrieben, dass der Raum zwischen Reiz und Reaktion eines Menschen seine Freiheit ist. Das bedeutet, wenn von außen ein Reiz kommt oder wir uns selbst einen Reiz geben durch einen Impuls, durch einen Gedanken oder was auch immer. Ja, aber bleiben wir gerade bei Reizen von außen. Wenn jemand von außen was gegen dich sagt oder wirft dir irgendein Wort an den Kopf, aka zum Beispiel toxische Menschen, in Anführungsstrichen, ja, und wenn du direkt reagierst, wenn du so Reiz kommt und bist direkt eine Reaktion, dann bist du nicht frei. Dann bist du der Spielball deiner äußeren Umstände. Doch je größer dieser Raum ist zwischen dem Reiz und der Reaktion, umso größer ist seine Freiheit. Und umso mehr Raum und desto mehr Freiheit du hast, umso mehr kannst du wählen, was du denken willst, was du dementsprechend fühlen willst und wie du handelst als Reaktion darauf. Und wenn du diese innere Freiheit hast, dann kannst du erst äußere Freiheit haben. Das bedeutet, weil das sind die 3 Säulen von mentaler Stärke. Gedanken-Emotionen-Kontrolle, Fakten und Geschichten trennen können und Raum zu erschaffen zwischen Reiz und Reaktion. Und ich würde mich wahrscheinlich für den Anfang auf eine dieser 3 Säulen fokussieren, um diese zu trainieren. Ja. Übrigens auch ein super Buch, habe ich auch gelesen von Viktor Frankl. Vielleicht auch jetzt nach diesem Podcast, nach dem Input, dem Ganzen, vielleicht auch mal nicht schlecht ist, dann jetzt noch mal zu lesen
um halt auch zu gucken, wie resoniert es jetzt mit Mhm. dem, was wir von dir jetzt auch gehört haben. Ja. Aber ich muss bei dem Buch, ey, ich weiß noch, als ich es gelesen, ich bin echt nicht so zart beseitigt. Ich kann echt schon viele Sachen lesen, aber ich habe da einzelne Passagen gelesen. Ich muss das Buch einfach weglegen, ne, Ja, zwischendurch. es ist nicht so einfach zu verdauen, sagen wir Boah, es so, ja. Es ist sicherlich auch Alter. nicht für jeden Nee, zum Lesen geeignet jetzt, ne? nee. Ja, absolut. Ja, also die Zeit, die rast einfach. Es ist so spannend mit dir. Vielleicht kommst du ja irgendwann noch mal wieder. Dann Gerne. sprechen wir noch mal intensiver. Aber ich habe jetzt zum Schluss habe ich noch mal eine Game Changer Frage. Das ist quasi eine Mhm. Frage, die mein letzter Podcast-Gast dir hinterlassen hat, ohne zu wissen, wer du bist. Okay. Und ja, wenn du magst, freue ich mich, wenn du sie beantworten magst. Sie Mhm. lautet: Was ist das Verrückteste, was du in den letzten 3 Jahren gemacht hast? Das kann ich sagen. Das ist einfach. Ich bin zum 31.12. Wir haben jetzt 25, ne? Ja. Ja, zum 31.12.23 habe ich mich komplett abgemeldet, bin quasi ausgewandert und bin seitdem staatenlos. Ach, ja, darüber müssen wir doch eine Episode machen. Das ist ja spannend, hör mal. Ja, Das heißt, du bist wo jetzt gerade in der äh, Welt? jetzt aktuell bin ich gerade in Berlin, Ah, okay. weil meine Freundin hier noch ihre Wohnung hat, Mhm. aber ich selbst bin staatenlos, weil ich bin sowieso so viel am Reisen, Vollzeit-Digitalnomade. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, nee, dann brauche ich auch nicht mehr hier in dem System sein. Nur SLLC gemacht und ja, ist sehr entspannt. Ja, tatsächlich, okay. Klingt irgendwie nicht so entspannt beim ersten Doch, Hören, aber ja, doch. wow. Es ist wirklich der absolute Traum. Es war das Verrückteste und das Beste, was ich gemacht habe in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, spannend. Ja, klasse. Das heißt, auf Social Media kann man dann auch ein bisschen deiner Journey dann folgen, wenn man möchte? Oder bist du da so total im Business-Modus und sprichst Ja, jetzt ich, nicht ich über so bin mehr dein im Privatleben? Business-Modus. Ich will aber jetzt auch ein bisschen mehr privat so zwischendurch teilen. Aber ich meine, das kennst du ja selbst auch, wenn du den ganzen Tag vom Laptop sitzen bist am Arbeiten, gibt's nicht so viel Spannendes, was man so aus dem Alltag zeigen kann. Sagst du so, hey, ich bin jetzt wieder vom Laptop, bis später. Und dann Ja. später so, hey, ich bin immer noch vom Laptop. So. Ja, es ist leider nicht so sexy, wie man denkt, ne? Ja, genau. Aber wenn ich am Reisen bin, dann mache ich das sehr viel in den Stories und hole die Leute da ab. Aber in Mhm. Beiträgen ist es mehr so sehr Business- oder Themen-related, ne? Also mentale Ja. Stärke. Ja. Aber da wären wir dann auch schon bei meiner letzten Frage. Wo können die Zuschauer dich denn online finden, wenn sie jetzt mehr erfahren möchten? Äh, am, also im Idealfall einfach Instagram, das ist am einfachsten. Und ansonsten, wenn man mein Buch sich irgendwie zu Genüge führen möchte, dann kann man das, dann da ist noch so ein Online-Kurs mit drin, der ist kostenfrei, der kommt mit dem Buch und danach ist man automatisch sowieso im Newsletter drin. Und da kriegst du dann auch immer super viele Neuigkeiten mit oder wenn es neue Projekte gibt oder wenn es irgendwelche Specials, wenn Webinare, wenn ich Workshops veranstalte. Ich mache ganz viele kostenfreie Sachen auch. Ja, da kriegt man das dann alles mit. Cool. Ja, verlinken wir natürlich in den Shownotes, auch zu deinen Büchern. Und dann sage ich Jens herzlichen Dank. Es war so aufschlussreich. Es war nochmal wesentlich intensiver und aufschlussreicher als das Buch zu lesen. Aber trotzdem natürlich jetzt an alle das Buch kaufen und lesen. Weil ja, da kannst du halt einfach noch mehr in die Tiefe dann auch einsteigen. Mhm, absolut. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was du jetzt in Zukunft noch machst. Viel Erfolg und danke, dass du hier warst. Ich bedanke mich von Herzen für die Einladung. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und wie schnell sind bitte jetzt 2 Stunden vergangen? Wahnsinn, ne? Ja. Ach du Jemine, aber wirklich, wir haben gemeinsam so toll im Co-Creating jetzt hier den Raum gehalten. Also vielen Dank dass du den Raum kreiert hast, diesen Podcast, die Möglichkeit. Und ich glaube, wir konnten gemeinsam ziemlich viele sehr wertvolle und tolle Dinge für die Zuhörer zusammenschustern, ähm, die sehr vielen helfen wird, glaube ich. Also vielen lieben Dank dafür.